Mei, ich Feigling, da habe ich wieder so einen Mist gebaut, das gibt's doch nicht. Wenn ich klage, bin ich im Widerstand. Wenn ich in den Widerstand gehe zu dem, was ist, verliere ich Energie. Und die Stimmung geht runter. Vom Wollen zum Tun. Dafür brauche ich eine bestimmte Haltung. Ich bin grundsätzlich für alles, was ist. Also meine Formel, und ich garantiere, dass die Zufriedenheit zunimmt, ist Mindseed mit Leon Heimann. Jens Korsen ist Psychologe, Bestsellerautor und Coach und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit einer Frage, an der die meisten von uns irgendwann scheitern. Warum wollen wir unser Leben verändern und fallen trotzdem immer wieder in dieselben Muster zurück? Seine Antwort darauf ist überraschend. Nicht dein Leben muss sich zuerst verändern, sondern deine Haltung. Genau das widerspricht vielem von dem, was wir heute ständig hören. Wir suchen nach der perfekten Methode, den richtigen Umständen oder dem nächsten großen Wendepunkt. Jens sagt dagegen, solange du deine innere Haltung nicht veränderst, wird sich auch im Außen kaum etwas nachhaltig verändern. Deshalb wollte ich dieses Gespräch mit ihm unbedingt führen. Jens hat unzählige Menschen über viele Jahrzehnte begleitet und dabei einen Ansatz entwickelt, der gleichzeitig einfach klingt und unglaublich herausfordernd ist. Mich hat interessiert, warum manche Menschen ihr Leben tatsächlich verändern und andere trotz bester Vorsätze immer wieder an derselben Stelle landen. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum Klagen uns machtlos macht, wie wir Verantwortung übernehmen, ohne uns selbst unter Druck zu setzen und welche kleine Veränderung im Denken langfristig den größten Unterschied machen kann. Und wenn dir Gespräche wie dieses hier gefallen, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal einmal kostenlos auf YouTube oder Spotify abonnieren würdest. Damit unterstütze uns, diesen Kanal hier weiter aufzubauen und das Ganze ist natürlich kostenlos für dich. Ich wünsche dir ganz viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Jens. Viele Menschen verbringen heute unglaublich viel Zeit damit, sich selbst zu optimieren, produktiver zu werden, gesünder zu werden, erfolgreicher zu werden. Du sprichst stattdessen von Selbstentwicklung. Was ist der Unterschied und warum führt Selbstoptimierung oft genau nicht zu dem Leben, das wir uns wünschen? eine gute Frage. Das ist im Augenblick sehr in. Es gibt ja diesen Satz, werde die beste Ausgabe deines Selbst oder so ähnlich heißt der Satz. Ne? Also, und die beste Version deiner selbst. Genau. Ne? Ja. Und das ist im Augenblick so ein Hype. Mach dich noch stärker, mach dich noch schöner. Also bei den Männern ist es, glaube ich, eher so die Stärke und die Ausstrahlung und ich bin ein Krieger. Und bei den Mädels geht es eher so um Hübschsein, vielleicht auch jetzt ein bisschen um Kess-Sein. Aber ich meine, dass die Selbstoptimierung noch im System ist. Also zu mir kommen ja Leute, die leiden oder die krank sind oder die unzufrieden sind. Und wenn ich jetzt mit ihnen sage, ja, du musst die beste Version deiner selbst werden, also du musst jetzt erstmal abnehmen. Und dann musst du eine Gesichtsoperation machen, weil deine Wangen hängen zu sehr, das ist zu depressiv, Junge, das ist nicht. Dann verstärke ich das krankmachende System. Es ist ja unser System des Wettbewerbs und des Besserseins, was viele unzufrieden macht. Nicht? Gerade jetzt auch so im Internet immer diese Influencer, du musst so sein und du musst so sein. Und das ist für mich ein Irrweg, weil, wie gesagt, das System macht uns krank. Und jetzt benutzen wir aber dieselben Werkzeuge im System und deshalb werden wir nicht wirklich glücklich werden. Und meine Idee ist, dass die Selbstentwicklung raus aus dem System ist. Ja, also nicht im krankmachenden System höher, besser, weiter, sondern dass ich reflektiere und sage, ich möchte mich an den Situationen des Lebens entwickeln. Ich möchte aus der Opferhaltung raus, dass ich nicht gut genug bin. Und deshalb ist die Selbstentwicklung ist eher etwas vielleicht das dramatisch ausgedrückt, so eine Art Bewusstseinserweiterung. Ich muss jetzt nicht unbedingt bewusstseinserweiternde Drogen nehmen, aber es hat etwas damit zu tun, eine neue Weltsicht, einen neuen Kontext zu kreieren,
Das hat Einstein mal sehr schlau gesagt, du kannst ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, durch das es entstanden ist. Also ich habe ja auch Ehetherapie gemacht. Und wenn dann Eheleute zu mir kommen und die Frau hat die Idee oder es muss so sein, dass mein Mann, weil er ja mich liebt, so und so zu sein hat. Und er sagt, meine Frau sollte so hübsch sein wie damals vor 20 Jahren. Und jetzt orientieren die sich immer an ihren Normen und am Optimieren. Und jetzt wollen die von mir einen Ratschlag haben. Aber wenn ich im System berate, sie denken ja immer noch, der sollte so sein oder das muss so sein oder das darf nicht so sein. Und wenn ich jetzt einen Ratschlag gebe, der Ratschlag kann das nicht verändern, diesen Denkrahmen. Und deshalb habe ich den Selbstentwickler kreiert, der sagt, ich will nicht mehr dich ändern, sondern du bist mein Coach. Ich habe dich deshalb kennengelernt, damit ich mich noch besser kennenlerne und ich wachse an dir. Also habe ich eine neue Kontextänderung, einen neuen Denkrahmen kreiert mit den Eheleuten. Die Ehe ist kein Erlösungsort, was viele Leute am Anfang glauben, jetzt bin ich weg von den Eltern, jetzt bin ich endlich erlöst, ich habe meine Prinzessin, ich habe meinen Prinzen, sondern dass ich sage, das ist kein Erlösungsort, sondern das ist ein Wachstumsort. Du kannst deinen Partner benutzen als Spiegel, damit du dich besser kennenlernst in deiner Rechthaberei oder in deinen Zwängen. Und deshalb ist für mich die Selbstentwicklung auf alle Fälle hin zu Zufriedenheit und Glück das bessere Mittel. Du hast gesagt, das System macht uns krank. Was genau macht uns daran krank? Naja, das System ist ja auch nur was Abstraktes, aber wir haben natürlich, in unserer Wirtschaftsform geht es natürlich um Wettbewerb und besser sein. Also was lernen denn die Kinder von den Eltern? Also Maxchen oder Evi lernt von den Eltern, was ist in dieser Welt von großer Bedeutung. Ja, und das wird nicht immer gesagt, das wird vorgelebt. Also von großer Bedeutung ist Fleiß, Zuverlässigkeit, Disziplin, die deutschen Tugenden, Anstand. Der Herr Sammer, ein Fußballguru, der sagt immer, man muss zurück zu den alten Tugenden. Wir gewinnen die Weltmeisterschaft nur, wenn wir die deutschen Tugenden wieder herauskriegen. Nicht? Das ist Arbeiten und Kämpfen. Und das ist in der heutigen Zeit nicht immer mehr der Weg. Ne? Also es ist nicht immer der Weg, jetzt mit viel Kraft was zu machen. Und was war nochmal die Frage, weil ich mich sonst verliere? Ich habe gefragt, was am System uns krank macht. Du hast gesagt, ja, genau das, ja. Letztendlich ist es das, dass wir das internalisieren, diese Botschaften der Eltern. Es gibt so die typischen Elternantreiber, die auch zur Depression führen können oder auch zur Verstimmung. Das Erste ist, das wird nicht immer so direkt gesagt, aber es wird ausgestrahlt. Und das Zerstörerische daran ist das Wort immer. Also du musst immer perfekt sein. Ich stell dir mal vor, einer hat hier oben immer, ja, ich muss immer perfekt sein. Der wird ja nie zufrieden sein. Dann der zweite Antreiber ist, du musst immer stark sein. Ein Junge weint nicht. Ja, deine Schwester kann weinen, aber du doch nicht. Du musst immer stark sein. Darfst deine Gefühle nicht zeigen. Ja? Der dritte kritische Elternantreiber ist, beeil dich, komm, trödel nicht so rum, zack, zack. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen, die ganzen deutschen Sprichwörter. Der vierte Antreiber ist, bemühe dich, komm, reiß dich zusammen jetzt, los, bemühe dich. Und der fünfte Antreiber ist, mach uns Freude, sei das i-Tüpfelchen auf der Ehre unserer Familie. Und das sind die Antreiber also unserer Gesellschaft. Das ist in anderen Gesellschaften wohl nicht so. Vielleicht irgendwo in Guinea gibt es da andere Antreiber. Und wenn man die internalisiert hat, dann gibt es eben die innere Stimme, die dann sagt zu einem, komm du Flasche, jetzt reiß dich zusammen. Oder ja, heul doch nicht, mein Gott, ist doch, ach, bist du ein Weib. Ne? Und so reden wir dann mit uns selber, so wie die Eltern, die es ja gut meinten. Aber die haben natürlich gedacht, wir können unserem Kind helfen, wenn wir ihm früh genug sagen, merkt ihr das, in unserer Gesellschaft ist Folgendes von großer Wichtigkeit und von großer Bedeutung. Und dann ist unser Gehirn sozusagen konditioniert,
Wir haben das gelernt und dann führt es dazu, dass das Gehirn uns Befehle gibt. Dass das Gehirn letztendlich uns führt, weil das Gehirn auf Überleben konditioniert ist. Und diese ganzen, sei perfekt, sei stark, hat ja eher was mit Überleben zu tun. Und dann kann es sein, dass ich immer unzufrieden bin, weil ich permanent die innere Stimme in mir habe. Ich nenne es den Quatschi, der permanent auf mich einquatscht. Mein Gott, hast du dich wieder blamiert und wie schaust du denn aus? Hast du wieder Unsinn erzählt? Ja, und wenn einer permanent von diesem Quatschi belästigt wird sozusagen, dann kann er noch so viel im Studio Muckis trainieren oder sich operieren lassen und schön sein. Es ist trotzdem eine Selbstbeschmutzung. Also ich habe das so die Idee, dass die Umweltverschmutzung bei mir selber anfängt, dass ich mich erstmal innerlich beschmutze. Dass ich permanent meckere, Scheißleben, blöder Typ, das gibt's doch nicht, Katastrophe, das darf doch nicht wahr sein. Also eine permanente Jammernummer und so verunreinige ich mich sozusagen. Und wie soll da was rauskommen, wie innen so außen und so weiter. Endlich ist es soweit. Ich gehe mit Mindseed auf Live-Podcast-Tour. Dieses Jahr wage ich den Schritt aus dem gewohnten Studio direkt zu euch auf die Bühne. Ich freue mich riesig drauf, dieses Herzensprojekt gemeinsam mit wunderbaren Gästen wie Dr. Jan-Uwe Rogge, Verena König, Dr. Britta Papay und Lutz Ulrich Besser live zu moderieren. Ihr werdet als Community fester Bestandteil der Show. Ihr könnt euch aktiv am Gespräch beteiligen und wenn ihr mögt, sogar selbst zu uns auf die Bühne kommen. Euch erwartet also kein klassischer Frontalauftritt, sondern ein gemeinsames Erlebnis auf Augenhöhe mit Raum für echten Austausch, auch über die Show hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch persönlich in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf zu sehen. Ihr sichert euch eure Plätze. Den Link zu den günstigsten Tickets findet ihr direkt in den Shownotes oder auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Okay, und wenn das System uns krank macht, ist es überhaupt möglich, innerhalb des Systems gesund zu sein? Also erstens muss ich mal sagen, das System macht uns nicht krank. Das kann es gar nicht. Wir machen uns krank, indem wir das als Wahrheit nehmen. Wir sind ja das System eigentlich. Ne? Also das System macht uns nicht krank. Das sind ein paar Regeln und wir meinen, dass die uns einhalten müssten. Und dann halte ich die nicht ein und dann mache ich mich krank, indem ich dann sage, ich bin eine Flasche oder ich schaff's nicht oder alle verlassen mich, ich habe es ja gleich gewusst und so weiter. Wie war deine Frage nochmal? Okay, also nach dem, was du gesagt hast, wir sind ja eigentlich das System, ne? Und das System ist ja auch irgendwo, würde ich jetzt mal sagen, einfach in unserem Kopf. Ja. Und okay, wir haben da krankmachende Glaubenssätze in diesem System, an das wir glauben. Ist es dann überhaupt möglich, wenn wir Teil dieses Systems sind, da drinnen gesund zu sein, wenn die Glaubenssätze uns krank machen? Nö. Wenn man im System bleibt, dann schafft man es nicht. Was Einstein mal sehr klug gesagt hat, du kannst ein Problem nicht mit der Denkweise lösen, durch das es entstanden ist. Ne? Also wenn ich jetzt immer im Wettbewerb bin oder im noch schöner oder das ist immer dieses noch besser, noch schöner oder ich habe eben die Idee, ein Mann muss so sein in der Ehe, eine Frau muss so sein, dann habe ich eben meine Vorstellungen. Und wenn ich jetzt Leute berate, wie ich vorhin schon gesagt habe, und die sind im selben Denksystem, dann werden auch meine schlauen Tools nichts helfen. Weil wir haben ja von der Biologie diese 3 Mechanismen Fight, Flight or Freeze. Also wenn irgendetwas mich bedroht, dann hau ich ab. Also fliehen oder ich kämpfe sofort. Pah, ja, oder ich friere ein und sage gar nichts mehr. Und das sind so die biologischen Schutzmechanismen. Und wenn man jetzt bestimmte Mussannahmen hat oder bestimmte Vorstellungen, wie etwas sein muss, und es ist nicht so, dann kann ich je nach Veranlagung vegetativ, stabil oder etwas instabil, werde ich entweder, ich sage nichts mehr, ich habe Angst, also der Chef schreit, die Chefin schreit mich an und ich friere ein. Ja, warum hast du denn nichts gesagt? Ja, ich weiß auch nicht. Ja? Oder ich schreie den an und sage, Sie dürfen mit mir nicht so reden. Ich gehe jetzt zum Betriebsrat. Ja, und dann kämpfe ich. Wenn man jetzt diese
biologischen Mechanismen außer Kraft setzen will, dann müsste ich ja aus der Ohnmacht raus. Ja, also das sind ja nur Überlebensmechanismen, wenn ich mich bedroht fühle und mich ohnmächtig fühle. Dann haue ich entweder ab oder der kleine Dackel, man sagt ja häufig dann, dass die Dackel so eine Vorwärtsverteidigung machen und ganz laut bellen vor lauter Angst. Mhm. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass ich verstehe, wenn ich was ändern will, also zu mir kommen ja immer Leute, die zufriedener sein wollen oder vielleicht sogar glücklicher. Wenn ich zufriedener sein möchte, müsste ich mein Denksystem verändern. Also es gibt ja so, der erste Satz bei mir, vielleicht fragst du mich nachher mal die 4 Werkzeuge ab des Selbstentwicklers. Und das erste Werkzeug ist die Selbstbewusstheit, dass ich also weiß, was denke ich. Also es gibt den Fakt da draußen und jetzt beziehe ich Stellung zu dem, was da draußen ist. Also ich stehe in einer Reihe mit meinem Auto, was ich dann Stau nenne, was es an sich schon nicht mehr gibt. Es gibt ja nur Autos hinter einer Reihe. Also mein Stau ist schon ein Konstrukt. Wenn ich das aber nicht weiß, dass es gar keinen Stau gibt, dann wird es schon schwierig. Weil es gibt auch kein Problem. Das möchte ich gerne mal besser verstehen. Weil Stau heißt ja nur, es hat sich etwas angestaut, aus meiner Sicht. Und das stimmt ja, wenn auf der Autobahn Autos hintereinander stehen und sich nicht bewegen, dann hat sich doch was angestaut. Ja, oder aber nicht? Ich muss es ja nicht scheiß Stau nennen. Ja, das wird. Ja, sondern das Fakt ist, Autos stehen hintereinander, ich habe es eilig und dann wird plötzlich aus einer Schlange, die da nicht weiterkommt, ein Scheißstau. Ja, und ich nehme Stau nur als Metapher für alles, was mir gegen den Strich geht. Also ich habe mir es ganz anders vorgestellt. Ja, also ich sage zum Beispiel zu den Leuten, jetzt hört doch auf, immer zu schimpfen und zu schreien, blöder Stau, diese Idioten ihr alle. Und dann sagen die Leute, ja, Carsten, aber es muss doch raus, die Wut. Also wenn ich jetzt im Stau stehe und ich soll jetzt philosophisch kapieren, dass ich das heute Morgen als Möglichkeit erwählt habe, was die zu sagen, willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst, alles ist Trainingseinheit, kann ich nachher noch was darüber sagen. Aber Herr Carsten, die Gefühle müssen doch raus, sonst platze ich doch. Also muss ich doch Scheiße schreien oder Vollidioten oder, da sag ich, müssen Sie nicht. Sie müssen ja nur sterben, also Sie müssen nicht schreien. Aber es ist schon gut zu schreien, aber warum schreien Sie nicht? Ich hab's mir anders vorgestellt. Ja, und dann beißen sie ins Lenkrad und schreien immer, ich hab's mir anders vorgestellt, weil das ist fair. Das andere ist nicht fair, dass sie dem anderen die Schuld zuschieben. Der blöde Stau, die blöde U-Bahn, die nicht kommt, der blöde Typ, der nicht das macht, was ich will. Was passiert, wenn wir das machen? Dann werden wir Opfer. Ja, in dem Augenblick, wo ich den anderen die Schuld zuschiebe, also der Stau ärgert mich. Also das ist ein großer Kampf mit meinen Klienten, wenn ich sage, wenn der sagt, ja, mein Sohn, mein 16-jähriger Sohn, der bringt mich zur Weißglut. Dann sage ich, wie macht denn der das? Ja, der macht nicht das, was ich will. Dann sage ich, aber wie kann denn der sie zur Weißglut bringen? Das tun sie doch selber. Sie schieben ihr Problem, das ist nicht fair. Sie schieben ihr Problem ihrem 16-Jährigen zu. Der ist in seinem Gehirn, hat er immer recht. Ja, zugegebenermaßen ist so ein pubertierendes Gehirn also ein bisschen zerstört. Wenn man im Internet nachschaut, kann man das gut sehen. Aber solange Sie sagen, dass der mich ärgert oder der Stau macht mich verrückt oder sind Sie ein Opfer. Sie werden sich nie entwickeln. Weil wie sich ein Opfer entwickeln, der ja keine Verantwortung übernimmt. Und bei mir sitzen Leute, die keine Verantwortung übernehmen. Die sagen, seitdem ich meinen Mann kenne, geht's mit mir bergab. Ich sage, wie, was? Ja, seitdem ich dich kenne, geht's mit mir bergab. Ich sage, Sie gehen bergab. Nein, der ist schuld. Ich weiß noch, am Vortrag habe ich erzählt, dass die Leute zu 100% verantwortlich sind für ihre Gestimmtheit. Dann hat eine geschrien, das stimmt nicht. Dann sage ich behaupte das mal, dass sie zu 100% verantwortlich sind für ihr Leben, wie sie reagieren auf das Leben. Es hat sie noch nie einer wütend gemacht. Dann hat sie geschrien, Sie kennen meinen Mann nicht. Dann sage ich, ach so, wollen Sie mit mir handeln, dass Ihr Mann Sie wütend macht?
Sagt sie, naja, ich habe schon verstanden, ich bin daran beteiligt, aber 50% ist er daran beteiligt. Sag ich, nein, 100%. Der macht sie nicht wütend. Der kommt nicht nach Hause, der sagt, er kommt nach Hause um 8 Uhr und er kommt leicht angetrunken um 1 Uhr nachts nach Hause. Das ist der Fakt. Ein Mann, leicht wankend, lallend, macht die Tür auf. Das ist der Fakt. So, jetzt kommen Sie. Und Sie sind verantwortlich für das, was Sie hinzutun. Und wenn Sie hinzutun, du verlogener Schuft, du hast mich wieder mal angelogen, du bist unzuverlässig, du liebst mich nicht, du Säufer, ja, dann macht der Sie nicht wütend, sondern Ihre Erwartung, mit Ihrer Erwartung, dass er das einhält, was er gesagt hat, was natürlich ziemlich irrational ist. Wie kommen Sie darauf, dass einer das einhält, was er sagt? Ich meine, das ist doch kindisch. Bin ich erwachsen. Ja, ich helfe den Leuten hier aus ihrer Kinderwelt in die Erwachsenenwelt zu kommen. Und wenn sie erstmal versteht, dass es ein Fakt ist, ein Mann, und nicht mal mein Mann, ist auch ein Konstrukt. Aber jetzt werde ich etwas schwierig, aber okay, ja. Wenn ich nicht mein Mann denke, kann ich anders reagieren, als wenn ich einen Mann denke. Also angenommen, Susi ruft die Karin aufgeregt an und sagt, du, mein Mann ist immer noch nicht zu Hause, es ist jetzt schon 3 Uhr früh, der ist noch nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Der hat eine andere. Ja, dreht völlig durch. Dann rechne ich mit meinen Patienten aus, was kostet dich deine Rechthaberei mein? Was kostet dich der Buchstabe M? Wenn du deine Karin anrufst und sagst, du Karin, ein Mann ist nicht zu Hause, dann merkst du, dass du nicht diesen ganz tiefen Schmerz spürst. Wenn du aber mein Mann sagst, dann hast du das Gefühl, du verlierst einen Besitz. M ist sehr teuer. Wenn du es jetzt schaffst, nur ein Mann zu denken, kommst du nicht so schnell in die Reaktion des Überlebens. Ein Mann kam heute nicht nach Hause. Ja, okay, ja, gut, viele Männer kommen nicht nach Hause. Aber wenn meine Frau, mein Auto, gut, das könnte ich jetzt sehr differenziert erzählen, aber ich bin ja auch der Freak, der sagt, es sind eure Gedanken, die euch auf die Dauer leiden lassen. Es ist nicht die Welt. Die Welt, das Leben ist nicht furchtbar. Also ich frage im Seminar dann manchmal so, komm, machen wir eine Quizfrage, wann ist das Leben schön? Und dann sagen die, ja, wenn ich reich bin, wenn ich ein Haus habe und eine Frau oder Mann und Kinder, dann ist das Leben schön. Sage ich, nö, weiter. Ja, das Leben ist schön, wenn ich mit mir zufrieden bin. So, ja, schon nicht schlecht, aber auch nicht. Und die kommen nicht drauf. Und dann sage ich, 0 Punkte. Und dann sagen sie, ja, wann ist denn das Leben schön? Und dann sage ich, wenn du schön denkst. Das Leben ist Quantensuppe. Das Leben ist Schwingung. Quantenphysik, alles ist Schwingung. Das Leben ist nicht schön, aber auch nicht schlecht. Das Leben ist Schwingung. Und je nachdem, wie du konditioniert bist, bei welchen Eltern du groß geworden bist, welche Erwartungen du hast, in welchem System du groß geworden bist, vergleichst du und dann sagst du, das ist scheiße. Aber du musst nicht scheiße denken. Du kannst ja auch denken, das Leben ist eine Ganztagsschule ohne Ferien. Was ich in meinem Konstrukt als Selbstentwickler denke, die Situation ist mein Coach. Der Stau ist nicht blöd. Der Stau ist meine Trainingseinheit, mit dem Leben umzugehen. Der Stau ist ein Teil des Lebens. Also wenn uns jetzt einer zuhört, dann könnte er das mal selber probieren. Wenn er mal flucht und gegen den Stau ist, dann sollte er Haltung annehmen. Das heißt, aus dem Kind heraus in den Erwachsenen und sollte sich klar machen, ich will im Stau stehen. Da sagen Leute, Herr Korsen, jetzt hören Sie auf, ich will doch nicht im Stau stehen. Ich fahre doch nicht da im Radio, höre ich doch nicht, wo ist der Stau? Und dann fahre ich da hin. Dann sage ich, nee, das glaube ich auch nicht. Aber du hast ja ein Auto gekauft oder du hast dich entschieden, mit dem Auto zu fahren. Und damit hast du den Stau mitgekauft. Alles andere ist, sei mir jetzt nicht, sei nicht beleidigt, wenn ich das sage, das ist blöd von dir. Das ist einfach blöd, wie ein Kind. Du fährst Auto und weißt nicht, und das steht überall drin, es gibt Unfälle, es gibt Staus, du spielst den Blöden oder wie? Wer Auto fährt, hat sich für den Stau entschieden. Wer heiratet, hat sich für alles entschieden, was passiert. Ja, Herr Korsen, wenn ich das gewusst hätte.
Ich sage, ja, vielleicht hast du es ja gelesen, dass es viele Scheidungen gibt und Mord und Totschlag in der Ehe, aber vielleicht hast du gedacht, dass du es schaffst. Ja, du bist ja verantwortlich dafür. Du hast alles, was jetzt passiert, hast du mitgekauft. Wenn du morgens die Tür aufmachst, hast du alles, was dir begegnet, mitgekauft. Bleib doch liegen. Steh doch nicht auf. Ja, aber das ist ja langweilig, siehst du, weil du was erleben willst, weil du so gierig willst. Oh, was ist draußen los? Aber there is no free lunch. Schon mal gelesen, das kostet alles was. Wenn also die Tür aufmachst und es regnet und du hast ein tolles Kostüm an für 1200 € und da fährt ein Auto durch die Pfütze und dein ganzes Kostüm wird bespritzt, schmutzig. Ja, das gibt's doch nicht, du Idiot, mein Gott. Und dann schreist du, aber weißt du, das gehört zum Leben dazu, dass dir einer dein Kostüm beschmutzt oder dir das Bein abfährt vielleicht sogar. Es kann sein, dass du rausgehst und einer fährt dir das Bein ab. Oh, ja, dann geh doch nicht raus. Geh doch nicht raus. Du musst nicht rausgehen. Du wohnst in Deutschland übrigens, du musst doch nicht Geld verdienen. Der Staat ernährt dich, also keine Panik. Bleib im Bett liegen, irgendwann kommen die Sozialarbeiter und kümmern sich um dich. Also nicht so hysterisch, ich muss arbeiten. Nein, das ist Mindfuck. Ja, das ist nicht erwachsen. Und das, was ich in meiner Beratung mache, dass ich einfach Menschen helfe, aus ihrer emotionalen Kinderwelt herauszukommen. Emotionen sind wunderbar, aber manchmal stören sie, ja, wenn sie mein vernünftiges Denken einfach stören. Und ich muss raus. Ich habe so eine Übung, dass man sich morgens, wenn man aufsteht, auf die Bettkante setzt. Nicht so einfach aufsteht, so, oh, ich muss wieder raus, oh, in diesem blöden Laden, oh, ich arme Sau. Opfer. Setz dich gerade hin. Und dann sagst du, ich entscheide mich bei vollem Bewusstsein, höre keine Stimmen, heute in die Firma zu gehen. Und ich gebe mein Bestes. Das ist die Formel. Der Witz ist, dass du immer nur heute sagst. Morgen ist ein neuer Tag. Du kannst morgen im Bett liegen, stehst auf und sagst, nee, ich mache nicht mehr mit, lässt dich nach hinten fallen. Aber wenn du dich committed hast auf Neudeutsch, heute mache ich noch mal mit, dann ist es ungemein schlau, dein Bestes zu geben, weil es macht Spaß. Aber was du machst, du gehst als Opfer, armes Schwein, in einen Sauladen, fühlst dich da schlecht, bist bockig, machst Dienst nach Vorschrift, guckst auf die Uhr, wann ist es endlich vorbei und merkst du gar nicht, dass der Sauladen nicht schuld ist allein schon, dass du Sau denkst. Du könntest doch mentales Fitnesscenter denken. Und dann lernen die Leute langsam, ja, das ist ja meine Möglichkeit. Es denkt mich ja. Und ich kann ja selber denken. Ich kann mich doch hinsetzen und sagen, ich gehe heute als übender Meister in ein mentales Fitnesscenter und gebe mein Bestes. Und da erinnere ich mich dran, mache einen kleinen Reminder auf meinen Handrücken. Heute will ich mitmachen und ich gebe mein Bestes. Und das korreliert auf die Dauer mit Gesundheit und Zufriedenheit. Und nicht Bodybuilding und Nahrungsergänzungsmittel, sondern die Art, wie ich denke, entscheidet, ob ich in Frieden bin oder ob ich verzweifelt bin. Du hast von dem Selbstentwickler gesprochen und du hast gesagt, in diesem Kasten sind 4 Werkzeuge. Das erste, hast du gesagt, ist sozusagen der Fakt. Habe ich mir ausgedacht natürlich. Ja. Ist ja alles wir haben nur Konstrukte, ja, Denkkonstrukte. Und ich habe eben gesehen, dass die meisten eben sich als Opfer fühlen und ich sage, du kannst noch so lange warten, dass es keine Kriege gibt oder dass dein Mann dich versteht und endlich mal lieb zu dir ist und dass dein Chef dich wertschätzt. Da kannst du lange warten. Hör auf zu warten. Warten macht dich krank. Warten ist ohne Macht. Fang bei dir an. Wart nicht darauf, dass dein Sohn endlich vernünftig wird. Nimm ihn in den Arm und sag, Junge, ich spüre, ein Mann geht seinen Weg. Unterstell ihm, dass er viel Potenzial hat. Nimm ihn in den Arm und sag, du machst es schon. Und dann kümmerst du dich um dich und beobachtest mal, was tue ich denn alles hinzu? Also es denkt mich ja, was tue ich hinzu zu meinem Sohn, zu meinem Mitarbeiter? Und dann frage ich mich, was kostet mich mein Denken? Also wenn ich Vorträge halte, dann
heißt also ein Thema, was kostet mich mein Denken? Ja, was kostet mich mein automatisches Denken? Und wenn ich dann sehe, ich kann ja auch selber denken, dann gehe ich eben nicht in einen Sauladen, sondern in ein mentales Fitnesscenter, weil ich mich entschieden habe, am Leben zu wachsen. Also mein neuer Kontext ist das Leben als Ganztagsschule ohne Ferien. Und alles, was ich am Tag erlebe, das mache ich wirklich. Das ist wirklich, meine Frau sagt manchmal, das ist mit dir nicht so einfach, weil du regst dich nicht so richtig mehr auf. Und meine Frau möchte sich dann mal so aufregen über diese blöde Kuh da an dem Lufthalterschalter und so. Warum regst du dich denn nicht so auf? Sag ich mal, ja, ich meine, die gibt ihr Bestes oder mir gibt ihr neuronales Gitterbett nicht her. Ja. Und da sagt sie, aber man soll sich, ich muss mich doch ärgern. Sag ich, ja, das ist ja alles okay, Julia, nur wenn du denkst, dass du eine blöde Kuh ist, das bringt dich nicht weiter. Schrei doch einfach, ich habe es mir anders vorgestellt. Das wäre eigentlich ein tolles Ding, wenn alle Leute auf der Straße nicht mehr sagen, du blöder Hund oder hier, sondern immer so ganz laut schreien, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich habe mir die Ehe, die Politik, Herr Merz, alle sollen anders sein. Ich sage, ja, Schätzchen, alle sollen anders sein. Ja, ganz nett, aber es ist nicht so. Du orientierst dich, Entschuldigung, du orientierst dich nicht an dem, was ist. Du orientierst dich an deiner Vorstellung, wie es sein soll. Kein Wunder, dass es so viel Beziehungsstörungen zwischen Eltern und Kind ist, was ich so traurig finde. Ja, dass so viel Streit zwischen Eltern und Kind ist. Das haben wir ja irgendwo gehört, glaube ich, steht sogar in der Bibel, du sollst dir kein Bildnis machen. Ne? Aber wir machen uns ein Bildnis. Wie soll das Leben sein? Es soll fair sein, es soll schön sein, es soll anständig sein. Ja, mein Gott, das ist klar, aber das ist eine Vorstellung von dir. Und diese Vorstellung, daher kommt das Wort, diese Vorstellung stellst du vor die Realität. Ja. Du orientierst dich also gar nicht an dem, was ist, sondern an dem, wie es sein sollte. Und deshalb bist du permanent verstimmt. Und deshalb coache ich seit 10 Jahren nicht mehr auf Ziele. Ich habe Leistungssportler, Tennisspieler, Fußballspieler gecoacht. Aber die wollten natürlich immer von mir, ich will Tore schießen, ich will das Turnier gewinnen. Und ich habe mich da auch vor ihre Ziele spannen lassen, was ich jetzt nicht mehr mache. Sondern ich coache jetzt nur noch auf Lebensbejahung. Ich coache nicht mehr auf Ziele. Weil ich festgestellt habe, so der Verhaltenstherapeut, ich bin ja kein Psychoanalytiker, der macht ja Verhaltensänderungen. Weil man weiß, wenn man auf Dauer eine neue Erfahrung macht, verändert sich das Gehirn. Das Gehirn verändert sich nicht über Erkenntnis. Ich kann noch so viele Bücher lesen. Dann gibt es ja so viele Leute, die alle meine Bücher lesen und sagen, ja, ich habe alle Bücher gelesen. Sag ich, na, haben sie sich verändert? Nee, irgendwie nicht. Ich sage, sehen Sie mal, weil das Lesen von Büchern kann höchstens eine Haltung mal verändern und dass Sie diese Haltung festhalten und dass sich dann Ihr Verhalten ändert. Das heißt, dieser Spruch, Wissen ist Macht, den würdest du nicht unterschreiben, sondern es wäre eher, die Wissensintegration ist Macht. Ja, also Wissen ist Macht über andere wahrscheinlich, dass ich denen einen guten Eindruck mache und sage, ich bin schlau und du bist doof, mach mal das, was ich dir sage. Vom Erkennen zum Wollen, das ist leicht. Also ich brauche jetzt den Leuten nicht mehr in Büchern oder in meinen Vorträgen zu sagen, wie man Respekt lebt, wie man Mitarbeiter motiviert. Das ist sowas von bekannt. Ja. Ich frage mich manchmal, wenn ich meine Vorträge halte, was stehe ich da eigentlich? Die Leute wissen alles. Wenn ich sage, Liebe auf der Verhaltensebene, dann melden sich 2 und sagen, habe ich bei Ihnen gelesen, Liebe auf der Verhaltensebene heißt, keine ungefragten Ratschläge zu geben, ungefragt, ja? Keine ungefragten Beurteilungen, nichts einreden, nichts ausreden. Das ist Liebe auf der Verhaltensebene, das heißt Respekt vor der Einzigartigkeit des anderen. Dann sagen, ja, Herr Kossen, bitte diktieren Sie mir das nochmal. Und sagen, ja, also schon mal ein Ratschlag, wenn der andere es wissen will. Aber ein ungefragter Ratschlag ist ja wie ein Schlag ins Gesicht. Ein ungefragter Ratschlag heißt, du bist blöd. Und dadurch gibt es Beziehungsstörungen. Jetzt verstehe ich alles, warum ich mit meinen Kindern so viele Probleme, ich sage ja permanent, Junge, hast du die warmen Unterhosen an? Ich sage noch meinem 32-Jährigen, das ist aber unklug, dass du die Eigentumswohnung kaufst, dann dreht er immer völlig durch. Jetzt weiß ich, oh, vielen Dank, Herr Kosten.
Sag ich, toll, bitteschön, ja. Und da macht es keiner. Das hat mich als Verhaltenstherapeut deprimiert, weil ich sage so schlaue Sachen, die nicht nur von mir sind, ja, auch von Buddha. Ja? Was hat Buddha gesagt? Ewiges Vergleichen und ewiges Beurteilen führt zu Leid. Unser Quatschi beurteilt permanent. Blöd, gut, und vergleicht permanent. Und das führt zu Unzufriedenheit. Permanentes Beurteilen und Vergleichen führt zu Unzufriedenheit. Was im heute durch Internet besonders stark ist. So, jetzt sage ich, oh, Herr Korsen, das ist ja ganz toll. Wer hat das gesagt? Ich sage, Herr Buddha. Kennen Sie den? Nee, das war mal irgend so ein Weiser. Ja, der hat es kapiert gehabt, ein Erleuchteter. Und der hat das gesagt. Ah ja, das schreibe ich mir auf, das mache ich jetzt. Und dann schaffen das die Leute. Ich habe es ja bei mir selber auch gesehen. Wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin, also wenn ich nicht mehr gegen das Leben bin, sondern das Leben bejahe, da muss ich nicht so viel Recht haben. Da muss ich nicht so viel kämpfen. Wenn ich aber irgendwie nicht aufpasse, überfordert bin, nicht mehr so viel Energie habe, dann merke ich richtig, dass die Erkenntnis, dass jeder Recht hat, es hat noch nie einer einen Quatsch gedacht. In seinem Gehirn ist es immer richtig. Ja? Aber wenn ich übermüdet bin, dann habe ich auch früher zu meiner Frau gesagt, ach, das ist doch Quatsch. Hat sie sich wahnsinnig geärgert. Ne? Was ist denn der Quatsch? Ich sage, das ist doch Quatsch. Ich sage, ja, aber ich sehe das. Ja, Entschuldigung, ja, natürlich. Das heißt, es macht mir keinen Spaß mehr als Verhaltenstherapeut, Leuten so schlaue Sachen zu sagen, die sie nicht machen, sondern ich habe festgestellt, dass wenn es mir nicht gelingt, den Menschen einen Impuls zu geben, das Leben zu bejahen, und das ist eben das erste Werkzeug des Selbstentwicklers, ich bin mir bewusst, dass ich das Leben nicht bejahe. Ich beobachte und sage, blöder Stau, ich Idiot, Sauladen. Das heißt, ich bejahe nicht das, was ist. Dann sagen die Leute bei Korsen, sie können doch das nicht bejahen, diese furchtbaren Sachen, diese Kriege. Ach, sag ja, ich meine das anders. Natürlich, wenn ich sage, ich bin grundsätzlich für das, was ist, dann sagen die Leute, Herr Korsen, versündigen Sie sich nicht. Sie können doch nicht dafür sein, dass im Sudan jetzt die Leute umgebracht werden und im Gazastreifen und in der Ukraine. Sie können doch nicht sagen, dass Sie dafür sind. Ich sage, nein, das ist philosophisch gedacht. Ich bin grundsätzlich für das Leben. Das heißt, ich bin grundsätzlich für das, was ist. So, jetzt kommt es aber. Wenn ich immer dagegen bin, verliere ich Energie. Dann jammer ich und klage und weine und werde krank und kann die Energie nicht benutzen, das zu verändern. Das heißt, ich bin erstmal für alles, was ist. Warum? Weil es ja da ist. Und wenn ich jetzt dagegen bin, wenn ich sage, blöder Stau, dann geht der Stau doch nicht weg. Das heißt also, wenn ich mich entschieden habe, die Gesetze des Lebens zu akzeptieren, das Pantaren, das alles fließt, alles kommt und geht hoch und runter, die Aktien hoch und runter, die Liebe kommt, die Liebe geht, die Kohle kommt, die Kohle geht. Wenn ich bereit bin, das Leben in seinen Gesetzen zu akzeptieren, auch dass ich sterben muss und auch noch nicht mal mein Verfallsdatum kenne. Es kann ja sein, dass ich morgen tot bin. Ja, aber das macht sich keiner klar. Also das heißt, ich mache die Leute bewusster und aus dieser Bewusstheit merken sie auch, wie sie jammern und gegen alles sind und dadurch sich schwächen und keine Energie haben, das Leben zu verändern. Und jetzt ist es dann zu verstehen, ich bin grundsätzlich für alles, was ist. Dass sie mein Auto kaputt gefahren haben, sogar, dass sie mir mein Bein abgefahren haben. Weil wenn ich dagegen bin, wächst das Bein nicht. Ich bin grundsätzlich dafür und jetzt überlege ich, was mache ich jetzt? Und jetzt wäre ich kreativ. Und das ist der Macher. Nicht ohne Machen, nur klagen. Ich habe doch Energie dann frei, wenn ich nicht immer gegen alles bin. Und dann kann ich sagen, ich tue was. Also ich mache das jetzt gerade wieder, habe ich früher schon mal gemacht, habe ich jetzt wieder, weil ich das schon wieder vergessen habe und ich merke, ich muss es wieder machen. Also ich will nicht in dem Widerstand sein, also ich fühle mich so verantwortlich für alle Kriege. Da sagt Korsen, spinnst du, bist die Größenwahnsinnig, du bist doch nicht verantwortlich. Ich sage, nein, wir werden ja immer Kriege haben, weil der Mensch sich nicht ändert, weil wir einfach, wenn wir nicht aufpassen, nur im Überlebensmodus sind, also Optimierung, noch besser, noch mehr. Putin will das wieder gut machen mit der Sowjetunion, ja. Und
Und der ist kriegerisch unterwegs. Und solange wir unserem Gehirn folgen, also solange wir uns vom Gehirn Gassi führen lassen, das kennen doch einige Leute, wenn die einen Hund haben, dass sie plötzlich so gehen, wie der Hund will. Ja, und so ist es bei uns. Unser Gehirn führt uns Gassi. Unser Gehirn macht gar nicht das, was gut für uns ist. Das macht immer Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust. Ja. Ja, und wenn ich das jetzt weiß, dann könnte ich doch sagen, Moment mal, ich will nicht nur eine Reaktionsmaschine sein, ich will nicht nur eine Krieger-Weglaufmaschine sein, sondern ich möchte Mensch werden. Ganz kurz, wenn du unsere Arbeit direkt unterstützen möchtest, kannst du dazu beitragen, dass wir bei Sponsorings unabhängiger entscheiden können. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Zurück zur Folge. Und das Menschwerden ist Bewusstheit. Ja, die Bewusstheit, aha, wie denke ich, wie wirke ich? Und das ist das erste Werkzeug Selbstbewusstheit, dass ich sage, was tue ich denn hinzu zu dem, was ist? Bin ich dagegen oder bin ich dafür? Und wenn ich dafür bin, dann habe ich die Möglichkeit, in meinen Potenzialen was zu verändern. Das zweite Werkzeug ist Selbstverantwortung. Und das ärgert die Leute immer sehr, wenn ich dann zu einem sage, wissen Sie, Sie klagen ja schon sehr, also dass Sie da draußen da in der komischen Siedlung da wohnen, Sie würden ja viel lieber da in der Stadt wohnen und so. Und dann klagen Sie, dass Sie da in so einem komischen Laden arbeiten müssen und dann klagen Sie über Ihre Familie und dann klagen Sie über den Urlaub. Sie klagen ja ungemein viel. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Naja, aber das ist ja auch alles so furchtbar. Und dann sage ich, ja, wollen Sie denn nicht in der Firma sein? Sie schimpfen immer über den Sauladen und über den blöden Chef und das ist ja so furchtbar, dass Sie dahin müssen. Hören Sie denn Stimmen, die Ihnen Befehle geben? Erwin, steh auf, geh in den Laden. Ich bin ja nicht schizophren, ich höre doch keine Stimmen. Und Sie wollen da wirklich nicht in den Laden? Nein, dann sind Sie verrückt. Sie wollen dahin. Das können Sie mir nicht einreden. Ich sage, ja, entschuldigen Sie, jetzt kommt nochmal von vorne. Also, warum gehen Sie in die Firma? Ja, ich muss Geld verdienen. Sag ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Sie sind kein Opfer, Sie sind ein ausgeschlafenes Kerlchen. Ja, Sie sind ein Schnäppchenjäger. Aber wenn Sie im Bett liegen bleiben, dann kommt irgendwann der Gerichtsvollzieher. Dann müssen Sie da ausziehen. Und um das zu vermeiden, gehen Sie in die Firma. Ich habe doch nicht gesagt, wo du bist, da willst du gerne sein. Und dann verstehen das die Leute. Ach, jetzt, das meinen Sie. Ich habe gedacht, Sie meinen, wo ich bin, will ich gerne sein. Nein, es gibt ungemein viele Leute, die irgendwo sind, in der Ehe, in dem Haus, in dem Land, wo sie nicht gerne sind. Aber unterm Strich haben sie sich überlegt, Deutschland ist unterm Strich vielleicht noch das geringste Übel. Sonst könnte ich ja nach Paraguay gehen oder nach Thailand. Aber unterm Strich mit Klima und Sozialversicherung und Autobahn und ja, unterm Strich ist es vielleicht doch nicht so schlecht, also das geringste Übel. Und der Mensch wählt immer das geringste Übel, also ist er ein Gewinner. Wir sind keine Opfer. Wir entscheiden uns für das geringste Übel. Und das ist sehr schwer, dass Leute bereit sind, das zu akzeptieren. Weil dann müssen sie mit dem Klagen aufhören. Und es gibt Klagesüchtige. Habe ich mir erzählen lassen von einem Arzt. Wenn meine Körperzellen auf die Dauer immer diese chemischen Verbindungen kriegen, Adrenalin in Richtung Klagen, dann gewöhnen sich die Körperzellen an diese Stimmung Klagen, an dieses oh Gott, oh Gott. Und wenn ich dann sage, hören Sie auf zu klagen, dann schaffen das die Leute nicht mehr. Also meine Formel, also mehr muss das Gespräch heute gar nicht bringen, wenn Leute sich das merken. Übrigens können das ja wirklich die Zuhörer. Warum eigentlich nicht? Warum wollen die Zuhörer, die ja nicht umsonst zuhören, weil sie zufriedener werden wollen, glücklicher werden wollen, warum hören sie nicht auf mich und machen nur eine Sache? Und ich garantiere, dass die Zufriedenheit zunimmt. Bei meinem guten Namen, so wie Herr Hipp immer sagt, er garantiert, dass Hipp eine gute Babynahrung ist mit seinem Namen. Ab heute klage ich nicht mehr. Ich bin nicht im Widerstand gegen das Leben. Ich sage nicht mehr, Scheißwetter. Ich sage nicht mehr, das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Ich sage nicht Vollidioten oder blöde Tussi. Oder ich höre auf, Menschen zu beurteilen und darüber zu klagen.
Und ich höre auf, über mich zu klagen. Mei, ich Feigling, da habe ich wieder so einen Mist gebaut, das gibt's doch nicht. Wenn ich klage, bin ich im Widerstand, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Wenn ich in den Widerstand gehe zu dem, was ist, verliere ich Energie. Und die Stimmung geht runter. Ein verstimmter Mensch kann meine Tools, die er bei mir lernen kann, keine ungefragten Ratschläge, keine ungefragten Beurteilungen, wird er in Stresssituationen nicht nutzen, weil er im Überlebensmodus kommt und zurückschlägt oder wegläuft. Das heißt, ich muss eins tiefer. Ich kann nicht oben Ratschlagbücher schreiben. Mach das so. Das können wir im Internet überall wird dasselbe gesagt. Respekt, Wertschätzung, Liebe, das kann ich nicht mehr hören. Aber wir können es nicht umsetzen, vom Wollen zum Tun. Dafür brauche ich eine bestimmte Haltung. Und diese Haltung, ich bin grundsätzlich für alles, was ist. Ich höre auf zu klagen über das Wetter, über die anderen und über mich. Und jetzt habe ich Energie frei. Und jetzt komme ich plötzlich in die Fülle. Der, wer klagt, kommt immer aus dem Mangel. Ihm fehlt was. Das gibt's doch nicht. Ich brauche mehr. Solange ich aus dem Mangel komme, werde ich immer unzufrieden sein. Wenn ich es aber schaffe, für das Leben zu sein und nebenbei das Wunder des Lebens mal zu sehen. Also ich habe es gerade vor kurzem mit einem Klienten besprochen, der sagt, Korsten, das stimmt eigentlich, das mache ich mir gar nicht klar, wie so aus so einem Samenfädchen und so einer Eizelle da so ein wunderbarer Mensch entsteht. Das ist ja ein Wunder. Ich sage, haben Sie vergessen? Jetzt sagt er, ja, ich habe gar nicht mehr bewusst gemacht, wie so ein Mensch entsteht. Und Herr Korsten, wie kommt denn da eigentlich das Leben rein? Das ist doch nur so Biologie und Zellen und Aminosäuren und so. Und wie kommt denn da das Leben rein? Sag ich, ja, überlegen Sie mal. Das ist ja ein Wunder, sag ich. Nicht schlecht. Nicht vergessen. Ich finde es traurig, dass Menschen das Wunder des Lebens nicht mehr sehen. Dass Menschen nicht mehr spüren, was das für ein Wunder ist, wenn da der Frühling kommt. Und die Krokusse und die Schmetterlinge und die Vöglein. Ja, es gibt natürlich jetzt Achtsamkeitstrainings, was ich auch gut finde, dass man Menschen sagt, komm, geht doch zurück in die Gegenwart, hör auf, immer nur Vergangenheit und Zukunft. Es gibt so einen schönen Satz auf Englisch, Past is history, future is mystery. And the presence is a present. Was heißt, die Vergangenheit gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja nur hier im Kopf. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das Leben ist und jetzt und jetzt und jetzt. Das gibt es doch gar nicht mehr. Die Vergangenheit. Und die Zukunft, Mystery. Ich weiß ja nicht, was kommt. Und deshalb ist es ja schön, wenn man jetzt Achtsamkeitstraining macht, einfach mal, was hörst du, was spürst du, was siehst du, die 5 Sinne. Das mache ich im englischen Garten. Wenn ich mich dann auf die Bank setze, dann versuche ich in die Gegenwart zu kommen. Also meine Idee von Glück ist das Gefühl von Verbundenheit. Also wenn Leute über das Ego ihr Glück kriegen wollen, das geht nicht. Sie können wohl Reichtum und sowas Status kriegen, aber nicht Glück. Glück entsteht über das Gefühl von Verbundenheit. Und manche Leute sagen, stimmt. Ich saß da so mit meiner Frau auf der Terrasse und die Kinder haben geschaukelt und haben so vor Freude geschrien und die Sonne ging unter so um 19 Uhr. War so eine schöne Stimmung und plötzlich habe ich so ein Gefühl von Verbundenheit gehabt. Ich war nicht mehr getrennt. Oder wenn ich mal alleine eine Bergtour mache und dann geht die Sonne da unter und die Berge und die Stille und plötzlich komme ich ich bin verbunden. Ich bin mit allem verbunden. Das erzählen ja auch die Leute auf Drogen. Deshalb nehmen ja so viele Leute auch Drogen, weil sie plötzlich so ein Gefühl haben, ich bin nicht isoliert, ich bin verbunden mit allem und die Sehnsucht des Menschen ist Geborgenheit. Also wenn du so willst, zurück in den Mutterleib, nicht? Ich will in die Verbundenheit. Aber ich könnte jetzt stundenlang reden. Ich glaube, du müsstest mich mal wieder fragen, dann wir eine Struktur reinkriegen. Nee, ich finde das spannend. Also da würde ich auch kurz gerne darauf zu sprechen kommen. Also du hast gesagt, was wir ja eigentlich wollen, oder ich schilder dir mal kurz meine Perspektive. Das eine ist ja Glück aus meiner Sicht, das andere ist Lebenszufriedenheit.
darüber habe ich schon öfter im Podcast gesprochen, aus meiner Sicht, das hat auch mal Lukas Klaschinski zu mir gesagt und das habe ich sehr gesehen, Glück ist so ein Moment, eine Momentaufnahme. Ne? Wir stehen an der Ampel, die Sonne scheint uns ins Gesicht und wir denken, ist gerade ein schöner Moment. Also das Glück flattert irgendwie so rein und wieder raus. Dann gibt es aus meiner Sicht noch etwas, das nennt sich so Lebenszufriedenheit. Ich glaube, das ist etwas, das ist vielleicht nicht eine Momentaufnahme, sondern das ist eher etwas Beständiges, was wir zum Beispiel durch das, was du erzählt hast, durch Achtsamkeit, durch dieses Gefühl von Verbundenheit, Geborgenheit. Nein, das ist Glück. Die Zufriedenheit kommt, dass ich mich entscheide, fürs Leben zu sein. Was ich immer sage, wenn ich mich entscheide, ich bejahe das Leben, komme ich in Frieden. In Friedenheit. Das andere, die Verbundenheit, ist ganz kurz das Glück. Und Zufriedenheit ist, wenn ich nicht gegen das Leben bin, sondern für das Leben und dann versuche, in meinen Möglichkeiten was zu verändern. Okay. Okay, auf einer Seite hast du ja dann gerade beschrieben, haben wir die Verbundenheit und die Geborgenheit, ja? Ja. Und da kommen wir halt nicht, hast du gesagt, hin durch unser Ego, weil unser Ego beschafft uns dann eher materielles Reichtum, also materieller Reichtum und so weiter und so fort. Und was die Leute aber ja denken anscheinend, ist, dass sie ja durch das Ego vielleicht über diesen materiellen Weg zur Verbundenheit kommen. Nein, das stimmt nicht. Das ist Oder nicht? Aber warum sollten die es, also... Ja, wie sollst du in die Verbundenheit kommen, wenn du 4 Häuser hast und 30 aber das Oldtimer? ist doch, Jens, das ist doch das, was die Leute denken. Oder? Nein, die Leute denken, dass wenn sie reich sind, dass sie dann glücklich sind. Es kann höchstens sein, dass sie, wenn sie reich sind, dass sie denken, ja, also ich verhungere nicht mehr. Und das ist gut fürs Gehirn, weil das Gehirn ist ja immer nur im Überlebensmodus. Und deshalb wollen die Leute immer mehr. Ich habe ja auch reiche Leute, die ich berate und die sind häufig sehr unzufrieden, weil sie immer Angst haben, dass mir das Geld, die Sozis nehmen mir das Geld wieder weg. Genau. Das Gehirn ist immer auf mehr Optimierung. Ne? Mehr, mehr, mehr. Und Glück hat nicht mit mehr zu tun. Glück hat mit Gegenwartserleben zu tun. Genau, richtig. Das sehe ich auch. Aber ich glaube, was die Menschen denken teilweise ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns ja vorlebt, durch zum Beispiel Marketing und so weiter und so fort. Du brauchst zum Beispiel, ein dickes Auto, du brauchst ein Haus, du musst die tollsten Reisen machen und so weiter und so fort. Denn dadurch wirst du dich gut fühlen, lebenszufrieden sein, glücklich sein und somit verbunden und geborgen sein. Weil wenn wir mal tiefer darüber nachdenken, warum will man denn so viel Materielles anhäufen? Warum will man denn ein Riesenhaus haben, um sich dort im Endeffekt geborgen zu fühlen? Und was uns ja die Werbung auch irgendwo verkauft, ist ja auch, wir leben dann in diesem Haus mit unserer wunderschönen Frau oder unserem wunderschönen Mann, mit unseren tollen Kindern und alles ist verbunden. Das heißt, das ist nicht verbunden. Ja, das verstehe ich, aber das ist die Illusion, die ja aufgebaut wird, oder nicht? Ja, es ist die Idee von, ich bin stolz, dass ich das geschafft habe. Ich habe einen Freund, der ein tolles Haus hat am Starnberger See und der ist völlig unglücklich, wenn er nicht alle 2 Wochen ein großes Fest macht, weil das Einzige, was ihn freut, dass die Leute sagen, ey, Wahnsinnshaus, tolles Haus. Wenn keiner kommt, denkt er sich, warum habe ich es gebaut? Der fühlt sich nicht geborgen in seinem Haus. Der will immer mehr. Aber meine Frage ist so ein bisschen, warum hat er es gebaut? Weil er dachte, dass er dadurch in Verbundenheit kommt. Ich glaube nicht, dass die Leute überhaupt denken, sie kommen in Verbundenheit. Aber das ist doch irgendwo die tiefste Sehnsucht von uns, oder? Nein, die Leute sagen, ich bin dann glücklich, wenn ich ein Haus habe. Aber unsere menschliche Natur ist immer mehr desselben, Optimierung. Das Gehirn glaubt nicht, dass ein Haus zu mehr ist. Es ist besser 2 Häuser. Zum Überleben ist es besser 2 Häuser. 3 Häuser ist noch besser. Wir sind im Überlebensmodus. Und wenn einer ein großes Haus hat, dann hat er Status. Dann denkt er, ich überlebe länger, weil ich Status habe. Der Bürgermeister kennt mich. Ich kann das auch wieder verkaufen. Ich sage doch nicht, dass einer, wenn er dann in seinem herrlichen Haus sitzt, vom Innenarchitekten schön eingerichtet, weil er gar nicht so viel Zeit hat, das selber einzurichten. Und dann guckt er aufs Meer. Und die meisten denken dann, was habe ich geschafft? Ich kenne das doch von mir auch. Ich habe in Frankreich ein Haus gekauft und dann habe ich noch ein bisschen Grund dazu gekauft
Und dann stehe ich auf der Wiese und meine Frau sagt, Jens, Essen. Dann sage ich, ja, ich komme gleich. Und dann sagt sie, was tust du da? Und dann sage ich freue mich. Und dann sagt sie, sag mal, was hast du dich denn gefreut? Und das ist jetzt typisch von dem, was ich erzähle. Ich habe gesagt, ich habe mich gefreut, weil ich gedacht habe, das gehört alles mir. Das habe ich alles erlabert mit meinem Sprechen. Ich habe nichts geerbt. Ich habe mir das alles erkämpft. Es gehört alles mir. Das ist meins. Und das ist nicht Glück. Das ist Stolz. Das ist Ego. Aber es ist nicht Glück. Weil ich habe immer gemerkt, ich habe dann gedacht, ich müsste vielleicht noch da das kaufen, dann könnte der Fluss durchlaufen. Und dann habe ich das gedacht. Und dann müssten wir vielleicht doch den Swimmingpool noch etwas verändern. Das ist nicht Glück. Das ist immer diese Idee noch mehr. Kurze Freude, mir gehört das. Die Leute sagen auch, wie toll. Aber das, was die Leute beschreiben, dass sie plötzlich ihr Ego auflösen und mit allem eins sind, im Ozean sich auflösen, in der Natur. Ich merke es doch selber ganz kurz, wenn ich so 2 Sekunden Glück, dass ich nicht mehr durch mein Quatschi in die Vergangenheit gebracht wird. Oh, wie peinlich, was hast du da gemacht? Oh nein, Zukunft, oh, wie wird's werden? Das ist ja nicht das Leben, sondern die Gegenwart ist das Leben. Jetzt. Alle Weisen sagen das, ne? Erleuchtete, ja? To be here and now, damals schon. Die Beatles haben wir schon gesungen, nicht? Das heißt also, in dem Augenblick, wo ich nicht getrennt bin vom Leben, ich trenne mich ja durch meine Beurteilungen. Also Adam und Eva sind ja letztendlich aus dem Paradies, also aus dem Paradies ist die Gegenwart, entlassen worden, weil sie plötzlich gedacht haben, oh, ich habe eine Scham, das muss ich, ja, oh, ja, das ist nicht so gut. Ne? Da haben sie es bewertet und verglichen. Die Vertreibung aus dem Paradies, wie Buddha sagt, vergleichen und beurteilen. Wenn sie jetzt nicht so gierig gewesen wären und von dem Apfel kosten und ja, mehr und da, was ist da, dann wären wir noch im Paradies, dann wären wir noch in der Gegenwart. Die Tiere sind in der Gegenwart. Also ich glaube nicht, dass der Dackel da vor sich hin sind und sagt, wenn mein Herrchen stirbt, mir sind schon 3 Herrchen weggestorben, ich armes Sau. Hoffentlich stirbt der nicht. Nein, der Dackel ist in der Gegenwart. Und die Gegenwart heißt, ich will überleben, also was gibt's zu fressen und den mag ich besonders gerne, dem er was gibt. Ja, das ist schon auch so ein bisschen, ja, dem laufe ich hinterher. Aber der Dackel grübelt nicht, wie er sich wieder daneben benommen hat und warum er da dieses Fräulein so und so angebellt hat. Und Menschen beschreiben mir das ja auch, dass wenn sie es häufiger schaffen, ich mache das ja häufiger am Tag, mal auszusteigen aus meinem Getriebensein und mal in das Leben zu kommen, dass ich dann wirklich die Augen zumache und so 15 Sekunden auf die Geräusche achten. Wow, wow, Kinder lachen. Wind höre ich sogar in den, ja. Dann lächle ich leicht, ist leichter. Dann spüren die Sonne auf der Glatze, da mein Fuß auf der Erde, da spüre ich die Bank, ich spüre, ich höre. Dann mache ich immer, ich spüre, ich höre, das Leichteste. Und dann, wenn ich das Mal gemacht habe, gucke ich so auf die Erde, so 1 Quadratmeter, und dann mache ich sehe. Und dann mache ich wieder, ich höre, ich spüre, ich sehe. Und dann versuche ich das gleichzeitig zu machen, was mir kaum gelingt. Wenn ich es aber mal kurz schaffe, dann bin ich im Glück. Dann bin ich nicht mehr getrennt von allem. Und die archetypische Sehnsucht des Menschen ist zurück in die Verbundenheit, zurück in den Mutterleib. Und unser ganzes Leid ist, dass wir nicht mehr verbunden sind. In der Verliebtheit haben wir ganz kurz diese Sache von Verbundenheit. Da kann Schätzchen noch so komisch sein, noch so egozentrisch, alles ist toll. Und wenn man dann auch noch nicht nur Porno macht, sondern auch sich wirklich vereint im Geschlechtsverkehr, dann hat man auch das Gefühl, ich bin eins. Und dann geht das wieder weg. Die Erleuchteten beschreiben das auch. Das geht dann wieder weg. Ja, das hat Goethe auch so schön gesagt. Augenblick, verbleibe doch. Du bist so schön. Und dann geht es wieder weg. Und da setze ich mich wieder hin. Und das beschreiben Menschen, vielleicht auch die Zuschauer oder Zuhörer, sollten sich mir überlegen, wann habe ich das Gefühl so von, ich bin verbunden, ich bin nicht mehr getrennt. Vielleicht mal bei der Bergwanderung,
am Meer. Ja, und das ist Glück. Und das andere ist, was uns treibt, Macht zu haben, zu überleben. Und da könnten wir vielleicht Zufriedenheit auch nehmen, weil wir dann eben vielleicht Sicherheit haben. Aber den wirklichen seelischen Frieden werden wir wohl nie haben, weil das Gehirn immer mehr will. Und wenn wir das wissen, dass wir eigentlich Verbundenheit und Geborgenheit wollen, mit welchem Gedanken sollten wir dann unser Leben ausrichten? Vielleicht ist das Wort wollen nicht so richtig treffend, weil ich glaube nicht, dass einer immer denkt, ich will verbunden sein. Das ist eine tiefe, unterbewusste Sehnsucht. Wollen ist Macht, Spaß, sofort. Ich will sofort das Eis haben. Ich will sofort die Frau haben. Warum soll ich da so lange rumreden? Nein, ja, das ist unser Gehirn. Und das korreliert eben nicht mit diesem Gefühl von Geborgenheit, sondern mit Macht. Und ich bin aber froh, dass immer mehr Leute meditieren, immer mehr Leute Achtsamkeitstrainings machen, weil sie spüren, dass sie kurzzeitig in diesem hektischen Überlebensalltag kurz mal aussteigen aus diesem Hamsterrad. Das mache ich auch. Ich bleibe einfach mal stehen. Mitten auf der Straße bleibe ich stehen. Achte auf meinen Atem, dass ich bewusster werde. Was höre ich? Was spüre ich? Und dann gehe ich weiter. 1 Minute. Das mache ich 3-mal am Tag. Und dadurch werde ich immer bewusst und gibt meinem Gehirn nicht mehr so viel Kraft, mich Gassi zu führen. Weil wenn ich nicht bewusst werde, dann sagt mein Gehirn, aufstehen. Es gibt da so einen schönen Satz von Klopstock, dem Dichter, die kein Geld hatten. Und dann hat die Frau immer gesagt, Klopstock, aufstehen, dichten. Ja, Geld verdienen. Und das ist auch okay, wir brauchen ja heute auch Geld. Aber wir müssen aufpassen, dass es nicht korreliert mit Glück. Es korreliert mit Sicherheit vielleicht, mit Status, mit Stolz, so wie ich. Das ist mir ja auch eher hinterher peinlich gewesen, nicht, dass ich nicht sage, ja, ich stand auf der Wiese und fühlte mich mit allem verbunden, weil ich höre, ich spüre gemacht habe. Nein, Ego. Ich habe gesagt, ich bin stolz. Ich habe das geschafft. Das gehört mir. Und wehe, wenn da einer auf mein Grundstück kommt. Und das ist an sich Überleben, ne? Macht. Und ich sag's nochmal, es ist irrig zu meinen, dass man glücklich wird über mehr. Lass uns nochmal zurück zu dem Werkzeugkasten kommen. Ich wiederhole nochmal. Also das erste Werkzeug, hast du gesagt, ist die Selbstbewusstheit. Und das zweite ist dann die Selbstverantwortung. Ja, dass ich die Verantwortung übernehme, dass ich dort, wo ich bin, wirklich sein will. Also wenn ich jetzt hier bei dir auf dem Sofa sitze, dann will ich hier sein. Ich könnte aber natürlich sagen, ich will ja gar nicht sein. Ich bin ja von München hierher gefahren, das wollte ich nicht. Aber ich habe das dem jetzt leider versprochen. Also da war ich ja ein bisschen irgendwie nicht bei mir und ich will das an sich gar nicht und jetzt muss ich dahin. Dann bin ich ein Opfer. Mhm. Ja, wenn ich aber weiß, dass ich dort, wo ich bin, unterm Strich sein will, dann bin ich in Frieden. Und die Leute sind deshalb nicht in Frieden, weil sie nicht bewusst sind. Weil sie nicht sich bewusst machen, dass sie dort, wo sie sind, sein wollen und das, was sie jetzt denken, ihr Erleben bestimmt. Das ist für mich ein Thema auch, Jens, das habe ich dir vorhin auch kurz im Café erzählt. Ich glaube, das Problem ist, und das erfahre ich halt bei mir auch öfter, ist, dass man manchmal Entscheidungen impulsiv trifft. Und für mich ist dieser Impuls, habe ich gemerkt, nicht unbedingt bewusst. Es ist ein Impuls. Impuls ist nicht bewusst. Impuls heißt ja gerade unbewusst. Ne? Richtig. Was denkst du, wo kommen, ich habe ja auch vorhin die Beispiele genannt im Café, ne? Ich stehe auf, ich denke mir, okay, ich fühle das hier nicht mehr in Nürnberg, ich kündige. Ich bin mein Arbeitgeber, es gefällt mir nicht mehr, ich kündige einfach. Ja, diese impulsiven Sachen. Vielleicht die Zuhörerinnen kennen andere Beispiele.
Ich will das gar nicht bewerten, ob es jetzt gut oder schlecht ist, weil am Ende des Tages geht das Leben immer weiter und hat mich dann an andere Orte geführt, die auch mich zu neuen Erfahrungen gebracht haben. Ist auch irgendwo was Schönes. Ich merke auch, einigen Menschen fehlt manchmal die Impulsivität. Trotzdem denke ich mir, vielleicht wäre ich ja trotzdem an dem Ort, wo ich jetzt bin, und ich hätte die Entscheidung trotzdem bewusster fällen können. Das heißt, was ich momentan mehr versuche in mein Leben zu integrieren, ist diese Impulse und diese vielleicht wahrzunehmen und dann die Entscheidung bewusster zu treffen. Ja, das ist könnte klug sein, aber wenn ich von mir komme, das glaubt man an sich nicht, weil ich auf der einen Seite ja auch so schlau daherrede, so rational. Aber meine Entscheidungen waren immer spontan. Immer aus dem Bauch raus. Auch impulsiv. Ganz impulsiv. Und all das, was so die Manager, Trainer so sagen, hab eine Vision und da will ich hin und ich stelle mir das vor. Ich habe mir überhaupt nie was vorgestellt. Ich habe mir auch nie geglaubt, dass ich mal Vortragsredner bin vor 10.000 Leuten oder dass ich Psychologe bin und Leuten was sage und ihnen helfe. Ich habe das Abitur gemacht, weil ich brav war, in der Kleinstadt groß geworden, da macht man Abitur. Jens, was denkst du, wo kommt dieser Impuls her? Der Impuls ist an sich ja eher vom Gehirn, Vermeidung von Unlust. Nicht Vermeidung von Unlust, und wenn mir das auf die Dauer nicht gefällt, dann sagt mein Gehirn, rette dich, geh woanders hin. Jetzt gibt es aber Leute, die aufsichtlich Rücksicht nehmen und sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, aber ich verdiene hier gute Kohle. Und ich erbe das Haus von den Eltern, ich muss hier leben, weil ich Sicherheit brauche. Und die gehorchen dann nicht ihrer inneren Stimme. Und ich habe so irgendwie gedacht, ach ja, das stimmt an sich. So toll ist es hier nicht mehr. Ach, ich gehe mal dahin. Ich habe mich dann manchmal gefragt, warum bin ich so abenteuerlich? Warum gehe ich so viel Risiko ein? Warum gehe ich plötzlich dann, mach das Büro woanders hin? Hör auf damit. Ich habe mal wie als Psychologe habe ich dann so nochmal 4 Psychologen, die mit mir gearbeitet haben. Dann habe ich irgendwie gedacht, mir gefällt das nicht in der Gruppe. Ich bin immer der alles anhört, und die habe ich mich getrennt. Bleibt da sitzen, bleibt in der Praxis. Es gehört alles euch. Ich hau ab. Ich weiß nicht, auf dem Flug nach Peking habe ich mich entschieden, wenn ich zurückkomme, mache ich alles alleine. Ja, immer ganz spontan. Dann sagen Leute, ja, aber Jens, das ist ja unvernünftig. Da überlege ich mal, wie habe ich die Chutzpe, so unvernünftig zu sein? Und ich glaube, ganz tief habe ich das Gefühl, dass ich mich überall wohlfühle. Und ich habe keine Angst, dass ich mich irgendwo nicht wohlfühle. Ich bin überall, wo ich bin, schaffe ich das. Und wie steht der Impuls dann zum Bewusstsein, habe ich mich gerade gefragt. Der Impuls ist nicht bewusst. Das Impuls ist automatisch. Und ich glaube, wichtig ist, also ich habe auch mal ein Büro in Zürich gemacht, da habe ich spontan in einem Tag entschieden. Habe ich meiner Frau gar nicht erzählt. Ich habe gesagt, du, ich mache jetzt ein Büro in Zürich. Ach was? Ja, warum? Ja, habe ich spontan entschieden. Ich sage, ja, du entscheidest dich immer so spontan. So, ja. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe, glaube ich, keine Angst. Weil vielleicht habe ich ein starkes Selbstwertgefühl, dass ich denke, ich komme überall irgendwo durch. Dass ich glaube, das stimmt vielleicht wirklich, dass ich irgendwo überall zufrieden bin. Ich frage habe mich, keine Angst. Jens, du hast das dann ja ähnlich wie ich, und vielleicht einige Zuhörerinnen kennen das auch von sich. Und aus deiner Lebenserfahrung, ich denke mir halt manchmal, okay, ne, die Impulse passieren, dann passieren auch Dinge und ich komme dann auch weiter und an Orte, die ich mir nicht vorgestellt habe. Aber gleichzeitig verurteile ich mich ein bisschen dafür, weil ich mir denke, warum bist du so? Warum musst du immer einfach so Sachen machen und nicht darüber nachdenken? Weißt du, was ich meine? Und da würde ich gerne wissen, weil du bist ja so ein bisschen in einer ähnlichen Situation, wie gehe ich besser damit um und nehme mich besser an? Ja, also ich glaube, ganz wichtig wäre, dass du dir das nicht vorwirfst. Also was zum Beispiel dann zu Leid führen würde, wenn du jetzt in Köln bist und in Köln passiert irgendwas, was dich nervt, oder die Miete wird da erhöht oder die Leute sind komisch, dann könnte es sein, dass du in der Kneipe sitzt vor einem Bier und vor dich hinstarrst und denkst, ich Idiot, warum bin ich nicht in Nürnberg geblieben? Und das ist eine Verliererstrategie.
Und das ist wieder Vergangenheit, dass man plötzlich sagt, ich habe mich falsch entschieden, das hätte ich nicht machen sollen, warum habe ich den geheiratet, weil war ich da blöd. Das ist eine Verliererstrategie. Sondern es hat dich entschieden, deine innere Stimme, das sagt man ja häufig, dass wir, weil wir so berechnet sind, auf unsere innere Stimme nicht mehr hören. Es gibt ja ganze Seminare, hör auf deinen Bauch, hör auf deine Stimme, fühlst du dich wohl, bist du Fisch im Wasser? Es gibt ja manche, die als Fisch auf dem Trocknen sind, die hätten lieber Kunstgeschichte oder Kunst studieren wollen, aber der Papa hat gesagt, Jurist ist gut. Jetzt sitzen die da in der Versicherungsanstalt als Jurist und machen Versicherungsverträge und irgendwie fühlen sie sich nicht stimmig. Ne? Es ist nicht ihr Thema ist Kreativität und Spontanität und jetzt sind sie in so einer Maschine drin und da sage ich ihm, ihr spürt, dass es nicht stimmig ist, aber ihr bleibt trotzdem wegen Geld, wegen Sicherheit und das ist nicht Selbstliebe. Ja, also Selbstliebe heißt, ich bin fürsorglich und ich achte, wenn ich immer Magenschmerzen habe und immer voller Ekel irgendwo hingehe, dann nimm dich doch mal ernst. Dann hör auf damit. Ja, aber dann weiß ich nicht, wo es weitergeht. Sag ich, mein Gott, ich liebe diesen Satz von Picasso. Der hat mir sehr geholfen, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Wir machen eine ganz kleine Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, wenn ihr das Video hier auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und wenn ihr das Ganze auf Spotify anschaut oder anhört, uns bitte einmal eine Bewertung zu hinterlassen. Damit sorgst du dafür, dass weiterhin solche Gespräche führen können. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge. Das Leben ist ein Synonym für ungewiss. Wir können das Leben nicht berechnen. Und ich weiß, wir sind nach Apulien gefahren und die Julia, die hat dann Hotels schon gesucht. Und das ist ein gutes Hotel, da können wir übernachten. Ich sage, Julia, ich möchte einfach mal losfahren. Ich möchte einfach in die Ungewissheit fahren. Ich möchte ins Leben und nicht in die Sicherheit fahren. Sagt sie, ja, aber wenn wir kein Hotel kriegen, sage ich, ach komm, wir kriegen immer, irgendwo kann man schlafen. Und dann hat sie ganz triumphierend gesagt, wie wir dann da irgendwie am Gardasee da ein Hotel gesucht haben, war alles besetzt. Und dann hat sie, siehst du mit deiner blöden Philosophie da, jetzt haben wir eben kein Hotel. Und dann habe ich nach unserem großen Philosophen Franz Beckenbauer dann gesagt, schauen wir mal, das sehen wir schon. Und dann haben wir wirklich noch eine Pension gefunden, kein Hotel, eine Pension mit sehr netten Italienern. Und wir sprechen ein bisschen Italienisch, also das war ganz nett. Dann sind wir sogar eine Nacht länger geblieben. Und das hätte ich nicht erlebt, wenn ich nur noch auf Überleben bin, auf Planung, auf Sicherheit. Ich erlebe doch nichts mehr Neues. Das Leben ist langweilig. Wenn ich einfach mal sage, ich mache mal irgendwas, was ich noch nie gemacht habe, dann beginnt das Leben. Ja, und deshalb ist das für mich ein Leitsatz. Ich fühle mich geborgen im Ungewissen, dass ich nicht mehr jammer, dass ich nichts im Griff kriege. Denn das Leben ist ungewiss. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Und wenn ich mich dazu entscheide, das Ungewisse zu lieben, also das Leben zu lieben, das ist ja der Selbstentwickler, dann bin ich irgendwann zufrieden. Ich bin in Frieden. Gut, ich dürfte das ja gar nicht erzählen, weil ich verdiene ja mein Geld immer nur damit, dass Leute unzufrieden sind. Ja, es würde ja keiner mehr kommen, wenn sie das wirklich kapierten. Die Leute machen sich ja unzufrieden durch die Art, wie sie denken. Ja, und deshalb gucke ich immer mehr, darum bin ich jetzt ein kognitiver Verhaltenstherapeut, also nicht klassisch, nicht Verhaltensmodifikation, sondern nein, hier oben erzeuge einen neuen Denkrahmen, aus dem alles plötzlich anders ausschaut. Wenn du sagst, die Situation ist mein Coach, dann gibt es ja nicht mehr blöde Situationen, gemein, ungerecht, das sind alles nur Worte. Dann gibt es nur jetzt, aha, ich fühle mich nicht so wohl, was mache ich nächstes Mal besser? Also ich bin immer im Lernprozess und das ist sehr lebendig. Aber die meisten, also jetzt etwas pathetisch, sind tot. Die fahren immer in dasselbe Urlaubsland, immer in dasselbe Hotel, essen immer Spaghetti Carbonara. Und ich sage, bitte zwingt euch mal Spaghetti Vongole zu essen. Fahrt mal nicht Gardasee Nord, sondern mal
Osten. Zwingt euch mal eine andere Straße zu gehen. Und das nenne ich Ketten durchbrechen. Das mache ich übrigens sehr viel mit Führungskräften. Wir haben ja so eine Agentur mit der Claudia, mit der Dr. Drews. Das ist so eine Führungsakademie, Corsten Drews Akademie. Und da merke ich immer in den Talkshows, wenn immer die Führungskräfte immer sagen, wie kann ich meine faulen Mitarbeiter motivieren und wie kann ich damit fertig werden mit der Ungerechtigkeit, dass ich immer wieder darauf hinweise, hör auf zu warten, dass sich andere ändern, sondern fang bei dir an. Und dann sage ich, ihr könnt das im Alltag trainieren. Also ein Manager muss heute loslassen von seinen Wahrheiten. Je älter du bist, desto schwieriger fällt das. Ne? Wenn du CEO bist, ist es ungemein schwer, dich auf neue Wahrheiten einzulassen. Das kannst du aber im Alltag trainieren, indem du dich zwingst. Du lässt dich von deinem Gehirn nicht Gassi führen. Dein Gehirn sagt, geh in das Lokal, da hast du überlebt und da sitzt du immer hinten links, da ist auch nichts passiert, da gehst du wieder hin. So, und jetzt sage ich zu meinem Gehirn, hier, ich gehorche dir nicht. Ich zwinge mich, in ein Lokal zu gehen, was ich nicht kenne. Dann schreit mein Quatschi, du wirst schon sehen, das wird nicht schmecken. Und da sind so komische, dunkle Gestalten, sind das vielleicht Ausländer? Nee, da kannst du nicht hin. Da sage ich, nee, Gehirn, ich bin der Boss. Und ich zwinge mich in neues Erleben. Ja. Und wenn man das heute in unserer VUCA-Welt, wo alles komplex ist und verbunden ist und unsicher ist, wenn wir da nicht ein Selbstentwickler sind und uns zwingen, gegen das Gehirn woanders hinzufahren, einen anderen Weg zur Firma zu gehen. Das ist ein Umweg, aber ich sehe andere Straßen. Ich esse was anderes, ich ziehe mir was anderes an, ich wage auch mal was zu tun, was man nicht tut. Und wenn das heute die Manager oder alle Leute, die heute arbeiten, wenn die nicht im Alltag es trainieren, loszulassen, weil Gehirn ist immer dasselbe. Warum sind wir in Deutschland denn so resistent gegen Veränderung? Warum dauert das bei uns so lange? Mir tun die Politiker wirklich leid, weil das ist die German Angst, das ist dieser German Mindset. Oh Gott, es könnte was passieren, ist Sicherheit immer so wie gehabt, vielleicht weil wir 2 Kriege verloren haben. Das hat bestimmt seinen Sinn, aber es ist wichtig zu kapieren, dass das Gehirn uns lenkt in Richtung Sicherheit, aber vielleicht müssten wir irgendwann sagen, ich bin bereit, jetzt Unlust auf mich zu nehmen, damit es uns irgendwann besser geht. Ja, und ich glaube, das ist das Thema, dass wir uns zwingen müssen, neue Dinge zu tun, die wir nicht gerne tun. Also ich habe so einen Freund, mit dem ich in so einem Selbstentwicklungsprozess bin, wo wir uns immer gegenseitig ermuntern. Wenn ich dann sage, ist das eklig, da gehe ich nicht hin, dann lacht er und sagt, du, wir haben doch abgemacht, was du mit Schaum vor dem Mund ablehnst. Fudeifi, ich gehe doch nicht aufs Oktoberfest zu den besoffenen Neuseeländern, die den Australiern da den Bierkrug auf den Kopf hauen. Und dann hat er gesagt, Jens, da musst du jetzt hin. Sag ich gehe da nicht hin, das ist ja widerlich. Und sagte, Jens, wir haben abgemacht, was du mit Schaum vor dem Mund ablehnst, das ist was für dich, weil dann entwickelst du dich. Und das wäre toll für unsere Zuhörer, wenn die sich mal beobachten, sagen, in das Lokal, nee, in diesem Stadtteil, nein, aber auf keinen Fall. Und dann sagen, immer wenn ich merke, dass mein Gehirn sagt, das ist nichts für dich, komm, du bist ein Mädchen, das ist nichts für dich. Ich habe jetzt eine Klientin, mit der mache ich so Überwindungsübungen und am Gärtnerplatz, und da gibt es sehr viele Lokale, wohnen die meisten Homosexuellen, und dann ist sie da vorbeigegangen und hat Hunger gehabt. Und dann hat sie aber nur Männer in dem Lokal gesehen und hat ihr Gehirn gesagt, das ist nichts für dich, du bist ja kein Mann, da kannst du nicht reingehen. Und dann hat sie an mich gedacht, dass immer wenn das Gehirn sagt, das ist nichts für dich, dass sie sagt, dann ist es was für mich. Dann hat sie sich überwunden, da reinzugehen, und das ist jetzt ihr Stammlokal geworden. Die waren alle so nett zu ihr und jetzt geht sie da immer hin, ist die einzige Frau. Das hätte sie nie gemacht, wenn sie nicht das Commitment mit sich gemacht hätte. Immer wenn mein Gehirn sagt, das ist nichts für dich, dann werde ich es tun, um neues Erleben zu haben. Und das, was heute wichtig ist, nicht nur Überleben, nicht nur Rente und nicht nur Überleben, sondern Erleben.
Und wir haben aber nur die Möglichkeit, Neues zu erleben, wenn wir uns bewusst sind, dass wir das Gehirn nicht bestimmen lassen. Weil das Gehirn, ich wiederhole es nochmal, ist nur auf Überleben drauf. Das Gehirn weiß überhaupt nicht, was Glück ist. Das Gehirn weiß nur Überleben. Und wir müssen, weil wir bewusst sind, merken, es denkt mich in Richtung Sicherheit. Jetzt nehme ich Haltung und sage, okay, jetzt esse ich was anderes, jetzt gehe ich woanders hin. Und ich mache neue Erfahrungen. Wenn ich einen neuen Erfahrungsschatz gesammelt habe und es kommt was Neues, weil in unserer Welt kommt immer was Neues, und ich habe aber neue Erfahrungen gemacht, also meinen Schatz habe ich erweitert, dann kann ich im Stress auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen und dann werde ich mit der neuen Welt schneller oder besser fertig, als wenn ich immer nur dasselbe mache. Ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich bin zum Beispiel jemand, der geht nie zweimal an einen Ort im Urlaub. Also es ist einfach bei mir wie so ein Gesetz, weißt du. Wenn ich schon mal da war, auch wenn mir es mega gut gefallen hat, ich denke mir so, es gibt noch so viele andere schöne Orte, die bestimmt mindestens genauso schön sind. Das heißt, ich verpasse die, wenn ich nicht, ist auch so ein bisschen, ja, ich verpasse die, wenn ich nicht, prima, ja? Und dann gehe ich immer woanders hin und ich habe das Gefühl auch so im Urlaub, wenn ich mal raus aus meiner Routine gehe, ne, weil mein Alltag ist auch relativ routiniert, ne, strukturiert mit dem Unternehmen und so weiter und so fort. Im Urlaub, ich habe das genau wie du, sage ich möchte nicht planen. Ich möchte es spontan machen. Ich buche mir oft einfach die ersten 3 Nächte, ne, dass ich ankommen kann. Und wenn ich 3 Wochen mir Urlaub genommen habe, mache ich den Rest spontan, weil ich das Gefühl habe, ich komme an. Und dann lerne ich oft Leute kennen und dann erzählen die mir was und dann inspirieren die mich und sagen, da ist es mega cool und dann gehe ich dahin, weil hier aus Deutschland weiß ich ja gar nicht, was in Kolumbien überhaupt los ist. Ich kann mich zwar mit informieren, aber die Leute dort vor Ort werden ja mir viel reichhaltigere Sachen erzählen können und so ist es dann meistens auch. Und ich habe dann das Gefühl, wenn ich zurückkomme, ist es wie so ein Kreativitätsboost. Toll. Es ist wie so, als würde ich so ein bisschen befruchtet werden. Also ich habe jetzt eine neue Erfahrung gemacht. Letztes verlängertes Wochenende habe ich mein erstes Retreat gegeben, zusammen mit einem Kollegen. Mir war davor auch ein bisschen unwohl. Ne? Ich dachte mir so, du hast das noch nie gemacht, du hast die Menschen noch nie getroffen. Kannst du das überhaupt? Und wird dir das überhaupt gefallen? Und bist du überhaupt kompetent genug? Und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich das gemacht und die Erwartung also unsere Erwartungen wurden übertroffen, also von unserer Seite als auch von den Teilnehmerinnen. Und das hat mich so richtig wieder, ich habe das Gefühl, ich habe wieder neue Lebendigkeit. Ja, du bist in Schwingung gekommen. Ja. Du hast was Neues gewagt und neues Erleben macht uns wach. Ich beobachte so etwas mit Sorge meine Mechanik im Augenblick. Ich bin ja jetzt 84 geworden. Krass. Und da merke ich schon, ja, ich fahre jetzt schon zum 3. Mal da am Grundlsee, da in der Steiermark. Und 4. Mal war ich schon 4 Mal. Carsten, das ist so ein bisschen alt. Ne? Also, ich finde, du bist, darf ich das mal kurz sagen? Ja? Ich finde, du bist wirklich sehr agil und fit. Also ich wusste nicht, dass du so alt bist, weil ich dachte, du wärst ein bisschen jünger. Ja, die meisten schätzen mich sehr viel jünger. Ja. Das heißt, ich bin die Litfaßsäule für meinen Selbstentwickler. Wenn Leute sagen, wenn der Carsten jünger ist, das schafft er bestimmt nicht nur durch seine Philosophie des Selbstentwicklers. Durch Bewusstheit, Selbstverantwortung, dann kommen die anderen beiden Werkzeuge, Selbstvertrauen und Selbstüberwindung. Ich habe an sich das 4. Werkzeug jetzt schon erklärt. Wenn ich mehr von etwas haben will, muss ich meistens durch den Schmerz. Also die Leute leiden immer unter Gott und Gott sagt, wenn du mehr von etwas haben willst, musst du deine Unlust konfrontieren, weil dein Gehirn ist immer, geh in dasselbe Lokal, setz dich auf denselben Stuhl, da hast du überlebt. Wenn du mehr von etwas haben willst, musst du Ketten durchbrechen. Das heißt, du musst Dinge anders machen als sonst. Aber ich habe dir das 4. Werkzeug schon erklärt. Ne? Und jetzt kann ich das 3. noch schnell sagen. Das ist Selbstvertrauen. Selbstvertrauen das ist ein etwas anderer Weg, als man es sonst schafft. Aber das hat mir auch was geholfen. Selbstvertrauen kann ich anreichern, wenn ich eine Vereinbarung mit mir mache, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, mache. Dann kann ich mir selbst vertrauen. Weil Leute sagen immer, ich habe kein Selbstvertrauen, ich habe kein Selbstvertrauen. Sag ich, das können sie erarbeiten. Ja, wie denn? Walk the talk, tu das, was du sagst. Wenn du sagst, ich nehme keinen Zucker mehr, dann vertrau dir doch.
Wenn du aber sagst, ich nehme keinen Zucker und dann haust du es dir rein, ich meine, wenn du dir nicht vertrauen kannst, kein Wunder, dass du so misstrauisch bist und keinem was zutraust und immer so. Wenn du selber sagst, ich will keinen Zucker mehr essen, dann weißt du, dass es am Anfang schwierig ist. Also ich weiß, dass beim letzten Champions League-Spiel, wenn ich dann so aufgeregt bin, dann muss ich was essen. Und dann bin ich am Kühlschrank so hypnotisiert, mein Gehirn sagt, Süßigkeit. Ja? Dann bin ich dahin getapert. Dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe die Schokolade aufgebrochen und habe ganz kurz gedacht, an sich wollte ich keine Schokolade essen. Aber es hat mich ja schon geführt. Und dann habe ich Haltung angenommen, das mache ich immer so als Anker. Wenn ich bewusst werden will, mache ich immer so. Also aufrechte Gang, nicht so, sondern so. Dann habe ich mich so hingesetzt und dann habe ich gedacht, komm, Jens, jetzt gehst du in den Schmerz hinein. Schmerz, ja, sofort. Komm, jetzt bring das zurück. Vertrau dir. Halt dein Commitment ein. Junge, komm. Und dann bin ich aufgestanden und habe Schokolade zurückgebracht. Das war ein ungemeiner Sieg. Und das will ich von meinen Klienten. Ich will, dass sie den Sieg haben im kleinen Bereich. Dass sie sich vertrauen können. Aber die Leute nehmen sich was vor. Ich esse keinen Zucker, ich will das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Das ist völlig wurscht. Immer im Betrieb, ja, machen Sie das, ja, ich mache das, macht es nicht. Ja, wie soll denn überhaupt was funktionieren? Aber ist es nicht auch so, dass viele Menschen sich die falschen Sachen vornehmen, wie jetzt beispielsweise Abstinenz? Also Abstinenz, ich hatte mal Dr. Michael Bohne hier, Facharzt für Psychiatrie, und wir haben über Sucht gesprochen und der hat auch gesagt, zum Beispiel viele nehmen sich Abstinenz vor, weil sie denken, Abstinenz ist der Weg, der einzige Weg, weil das auch oft in der Schulmedizin so kommuniziert wird bei Sucht. Aber dabei ist Abstinenz gar nicht immer der Weg. Und wenn man davon ausgeht, dann ist es ja so, wir nehmen uns manchmal schon falsche Sachen vor. Das heißt, wenn ich mir vornehme, ich möchte abstinent sein, und das abstinent heißt also, ich trinke kein Alkohol mehr. Beispielsweise, oder ich esse gar keinen Zucker mehr oder ich konsumiere gar keine Pornos mehr oder was auch immer, dann ist es vielleicht gar nicht der Weg, ich nehme es mir aber vor und dann breche ich das, weil es nicht der Weg ist. Also, verstehst du, was ich meine? Ja, das habe ich am Anfang gesagt, warum ich als Verhaltenstherapeut aufgehört habe, weil ich nicht sage, du musst mit Gewalt jetzt eine Verhaltensveränderung machen. Du musst mit Gewalt jetzt den Zucker zurücktragen oder mit Gewalt dir auf die Hände hauen, wenn du Alkohol trinken willst. Du brauchst keine Sucht. Du brauchst nicht so viel Schokolade. Du brauchst nicht so viel Alkohol, wenn du in einer lebensbejahenden Stimmung bist. Jetzt sind wir am Anfang wieder. Das ist ja mein Credo. Du brauchst wahrscheinlich nur Therapie, wenn du ein Trauma hattest. Also ich berate in der Gaußschen Normalverteilung. Ja, also Gaußsche Normalverteilung ist so 70-80% sind so einigermaßen noch bei sich und sind einigermaßen normal, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Ich glaube, jeder hat seinen Hau, aber sagen wir es mal so. Aber die 10%, die Traumata haben, die also völlig, Kriegstraumata, Vergewaltigungstrauma, mit denen kann ich, das kann ich gar nicht, weil ich bin ja dann eher doch noch intellektuell unterwegs und so, nicht? Und die sind ja traumatisiert. Und ich kann auch nicht die in der Psychiatrie sitzen, Schizophrenie. Also 10% links und 10% habe ich gar keinen Resonanzboden. Ich kann natürlich eher mit denen arbeiten, die noch einigermaßen funktionieren und noch ein bisschen Disziplin haben und noch ein bisschen verstehen. Wenn ich sage, du musst ja nicht immer das machen, was du immer gemacht hast. Du kannst ja in kleinen Schritten, es gibt ein schönes Buch, das heißt die 1%-Methode. Das beschreibt sehr schön, wie man Verhaltenstherapie macht, dass man eben nicht 20% von sich verlangt, sondern immer nur 1%. Aber das ist ungemein schwer, weil ich habe einen Leistungssportler, den ich berate und der hat natürlich die Idee, dass ein Liegestütz ja peinlich ist, aber der macht seit ein paar Jahren überhaupt nichts mehr, keinen Sport. Jetzt sage ich zu ihm, machen Sie ein Liegestütz am Tag. Da sagt Herr Korsen, wollen Sie mich verarschen? Ich meine, ein Liegestütz, ich habe früher 50 gemacht. Dann sage ich, ja, aber Sie haben doch ein paar Jahre gar keinen Liegestütz gemacht. Seien Sie doch mal liebevoll mit sich, holen Sie sich doch dort ab, wo Sie sind und nicht, wo Sie sein sollten. Ja, aber so Baby, also das mache ich nicht. Das ist eine Babysache, ein Liegestütz. Das bringt doch auch nichts. Sag ich, na, das haben Sie recht. Das
bringt ihnen keine Muckis und auch keine Kondition. Aber was es ihnen bringt, dass sie sich vertrauen können, dass sie sich über den Weg trauen können und dass sie das, was sie sich vorgenommen haben, wirklich machen. Und das stabilisiert sie. Und wenn sie wirklich jeden Tag nur eine Liegestütz machen, dann sagen sie, ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich muss mir keine Schuldgefühle mehr machen. Ich bin auf dem Weg. Und dann machen sie 2 Liegestütz und dann machen sie 3 Liegestütz und in 1-2 Monaten machen sie 20 Liegestütz. Und das schaffen die Leute nicht. Die sagen immer, Herr Korsen, ich habe ja früher Studenten beraten, wenn sie Lernstörungen hatten, dann sage ich, ja, machen Sie Intervalltraining 3 x 5 Minuten. 5 Minuten aufstehen, hinsetzen, weil die können sich nicht hinsetzen, also müssen das Hinsetzen erstmal üben. Herr Korsen, ich habe im halben Jahr Examen, ich muss 6 Stunden arbeiten. Ich sage, ja, aber Sie haben doch letztes Jahr überhaupt nichts getan. Holen Sie dort ab, wo Sie sind, nicht wo Sie sein sollten. Machen Sie 3 x 5 Minuten konzentriertes Arbeiten. Nee, das mache ich nicht. Ich mache jetzt 3 x 2 Stunden. Ich sage, ja gut, ich meine, ich bin ja der Spezialist. Naja, aber wenn Sie es besser wissen, dann kommt er, hat wieder nichts gemacht. Und dann schafft er sein Examen nicht. Wenn schon, dann sage ich, machen Sie doch mal das, was der Spezialist Ihnen rät. Haben Sie mal Vertrauen. Ja, aber das bringt mir doch nichts. Doch, sonst machen Sie ja gar nichts. Ja, also ist das Selbstvertrauen, und das ist natürlich wichtig, kann ich dadurch in mich verpflanzen, indem ich kleine Übungen mir vornehme und die wirklich mache. Und man hat nachgewiesen, wenn ich selber Vertrauen zu mir habe, bin ich auch vertrauensvoller zu anderen. Und wenn ich mir nicht über den Weg trauen kann, weil ich mir permanent was vornehme und überhaupt nichts einhalte, ja, kein Wunder, dass ich auch anderen misstrauisch gegenüber bin. Also das ist immer wieder die Idee, fang bei dir an, verschmutz dich nicht durch deine Gedanken und wenn du Macht bekommst, dann wirst du plötzlich das Leben genießen können und dann wirst du nicht mehr so unzufrieden sein. Was es ja dafür bedarf, ist die Fähigkeit der Reflexion. Und man hat ja manchmal das Gefühl, dass es einigen Menschen wirklich sehr schwer fällt, sich zu reflektieren. Und manchmal frage ich mich, reflektieren die sich überhaupt? Warum fällt es uns denn so schwer, uns selbst ehrlich anzuschauen? Erstens haben wir keine Zeit dazu. Wir müssen ja arbeiten und Geld verdienen, überleben. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, ist es manchmal ein bisschen peinlich. Also angenommen, einer guckt jeden Abend Porno. Ja, wenn er sich das so anschaut, was er so für ein Typ ist, der sich da manipulieren lässt von irgendwelchen Leuten, die hinter seinem Geld her sind und dass er das irgendwann dann abonniert und so. Wenn der sich bewusst wird, dass er nicht der Boss ist, sondern dass es ihn macht, seine Triebe bestimmen. Dann könnte er ja sagen, ich nehme Haltung an, habe das durchschaut, dieses Spiel, habe auch durchschaut dieses Kriegsspiel und ich zeig's dir, Baby. Ja, das ist ja, also der Porno ist ja das Gegenteil von Liebe, das ist ja Macht. Ne? Also ich demütige dich, ich zeig's dir. Ja, und das ist Krieg. Das Gegenteil von dem, was man sich so erwünscht, mit Vereinigung und so. Und wenn ich habe nämlich einen Klienten, der ist pornosüchtig und das ist gar nicht so einfach, dass der da wegkommt. Und ich habe ihm das jetzt auch erlaubt, dass er sich Pornos anschaut. Dann hat er aber so im Handy so ein Signal und wenn das nach 10 Minuten Tüt macht, dann macht das aus. Also er muss von außen das Signal bekommen, weil er selber schafft es nicht. Er selber schaut dann immer weiter. Aber wenn das Signal von außen kommt, so wie früher der Papa, jetzt hör aber auf, ne? Dann ist er brav und macht's aus. Also das möchte ich kurz verstehen. Er hat ein Pornoproblem, ja? Hat jeden Tag irgendwie Pornos geschaut. Und jetzt hast du ihm gesagt, okay, du darfst weiterhin Pornos schauen, täglich, aber nach 10 Minuten musst du ausmachen, Ich oder? muss, aber du kannst dich entscheiden. Es hat sich gezeigt, dass du dich nicht überfordern darfst, aber so nach 10 Minuten könntest du dich entscheiden oder auch 12 Minuten, dass du von außen ein Signal bekommst und dann unterschreibst du mit mir den Vertrag. Ich entscheide mich bei vollem Bewusstsein, höre keine Stimmen, ab 12 Minuten den Porno auszuschalten.
Und dann schätzt du dich ein, ob du das geschafft hast. Das ist so eine verhaltenstherapeutische Übung. Und dann bringst du ihn langsam dazu, dass er auch dann das noch mehr minimiert und komplett aufhört? Ja, ich muss aber gleichzeitig, und das ist das Gefährliche auch beim Alkoholismus, wenn ich einem den Alkohol wegnehme, muss ich ihm was Neues dafür bieten. Ja, ich habe meinen Klienten beraten, der war so unglücklich in der Ehe und hat deshalb auch viel getrunken. Und ich habe dann gesagt, also ich kann Ihnen das jetzt nicht wegnehmen, weil Sie laufen ja irgendwie vom Leben davon und wollen sich das Leben schön trinken. Und dann hat er mir erzählt, dass er ganz gerne joggt. Und dann sage ich, Sie sollten jetzt täglich joggen und auch lange joggen. Und dann habe ich vielleicht Glück gehabt, also es ist mir gelungen, dass er seine Abhängigkeit vom Alkohol ins Joggen bringt. Dann ist er abhängig vom Joggen geworden, aber das war nicht so gefährlich. Ja. Also ich musste die Abhängigkeitsstruktur habe ich nicht gleich verändert. Aber ich habe die auf was anderes gesetzt. Er könnte ja auch vielleicht abhängig sein von Gummibärchen essen, ne? Was ja nicht so schlimm ist. Also wenn ich einem etwas wegnehme, müsste ich ihm auf was Neues geben. Also wenn ich dem Kind sein Handy wegnehme, dann wären die ja wahnsinnig, dann müsste ich ihm was anderes dafür bieten. Also irgendwas, was ihm Spaß macht im analogen Bereich. Also ich kämpfe ja wirklich um den analogen Bereich und ich habe die Sehnsucht, und jetzt habe ich auch schon gehört, dass ein paar Kinder sich selber committed haben, mal 2 Wochen ohne Handy. Ich höre, dass Leute wieder nicht nur am Computer spielen, dass sie wieder Fußball spielen auf der Wiese. Also ich hoffe, dass es ein Gegengewicht gibt gegen diese Passivität, nur am Computer zu spielen und eben nur noch digital. Ich glaube, es gibt ein Gegengewicht, dass das Analoge irgendwann wieder in ist. Dass der Fußball spielt, irgendwie ein Modell ist für die Süchtigen, die nur noch im Digital sind. Und ich glaube, dass der 20.000 Likes bekommt, nicht glücklicher wird, eher depressiv, weil er ja nicht in den Arm genommen wird. Und dass der vielleicht von einem im Arm genommen wird, glücklicher ist als 20.000, die ihnen ein Like geben. Und ich habe jetzt schon mehrere Quellen, die mir sagen, ja, es gibt eine Tendenz hin zum analogen Leben. Und das analoge Leben ist im R-Leben. Und das andere ist kein wirkliches, das ist ja eben, es gibt ja auch jetzt Sex, in Japan ist das schon sehr Usus, dass Sex mit irgendwelchen Analogen, das ist ja, nein, man kauft sich Puppen, Sexpuppen, es wird immer digitaler und dadurch habe ich aber keine wirkliche Beziehung mehr. Ne? Mhm. Aber das ist ein großes Thema. Ich habe eine Frage zu dem, was du gesagt hast, weil du hast ja zum Beispiel gerade gesagt, okay, gehen wir nochmal auf deinen, du nennst ihn Coachie, nehme ich an. Der Coachie, ne? Ja. Wo du gesagt hast, der war alkoholsüchtig und dann hast du ihn die Sucht zum Joggen umgepolt. Dann ist es ja trotzdem so, dass nicht der Kern behandelt wurde, würde ich jetzt mal annehmen, weil er ja immer noch einen Mangel erfährt, den er irgendwie ausgleichen muss. Richtig. Er ist weggelaufen, also vorher ist er weggelaufen durch Alkohol und jetzt beruhigt er seine Aggression. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute aus therapeutischen Gründen laufen, weil sie ihre Wut damit wegkriegen oder ihre Depression, weil wenn ich mich anstrenge, gibt es irgendwann Endorphin. Wenn ich mich dann kalt dusche, ist es auch schön. Also es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Leute, die einfach laufen, weil es so wahnsinnig schön ist. Ja, und ich sehe das im englischen Garten. Wenn ich mit meiner Frau da sitze, dann machen wir immer so, der quält sich und der liebt es. Und 80% können wir sehen, die kämpfen, die gucken auf die Uhr, die wollen abnehmen, aber die sind nicht verbunden mit der Natur. Und es gibt ein paar Leute, das ist wunderschön, die laufen sowas von leicht und so lächelnd, die laufen jahrelang, die haben keine Konditionsschwierigkeiten. Ich muss abnehmen. Die laufen, weil es schön ist, weil sie sich verbunden fühlen. Aber das gibt es, glaube ich, nur wenig Prozent. Die meisten kämpfen. Und da würde ich dann mir sagen, ja, ist ganz nett. Aber wenn du abnehmen willst, dann isst doch mal weniger. Ja, also natürlich ist es leichter, erstmal vom Alkohol
wegzukommen zum Joggen und dann könnte ich irgendwann sagen, vor was läufst du denn weg? Und dann könnte ich mit ihm diese 4 Werkzeuge durchgehen und würde ihn mächtiger machen, weil er ist ein ohnmächtiges Kind, was nicht konfrontiert, keinen Schmerz ja sofort macht, sondern Fight, Flight or Freeze. Und dann würde ich langsam den Selbstentwickler mit ihm machen, dass er Verantwortung für sein Überleben übernimmt, dass er Nein sagen lernt. Weil viele sagen ja, ich kann nicht Nein sagen. Sag ich, sagen Sie mal Nein. Dann sagt er Nein. Sag, oh Gott, Sie können ja Nein sagen. Also das stimmt ihm nicht, ich kann nicht Nein sagen, sondern ich will nicht Nein sagen. Und dann würde ich mit ihm das trainieren, dass er mal Nein sagt und plötzlich hat er nicht mehr so viel Druck und muss nicht weglaufen. Aber auf alle Fälle ist es besser, mit einem zu arbeiten, der laufsüchtig ist als alkoholsüchtig. Jetzt lass uns noch mal einmal zusammenfassen, was wir heute alles besprochen haben. Wenn jemand heute merkt, dass er feststeckt, ja, vielleicht in Schuldgefühlen, Selbstzweifeln oder dem Gefühl, das Leben nicht wirklich selber zu gestalten, was bedeutet es ganz konkret, das Leben zu bejahen und wie kann er jetzt damit beginnen? Also ich kann es ja daran messen, dass ich das Leben bejahe, dass ich nicht mehr in den Widerstand gegen das Leben bin. Ne? Also wenn ich mir vornehme, ich klage nicht mehr, ich kann mir ja Zeit lassen, das ist verhaltenstherapeutisch, aber das verbinde ich ja auch, das Kognitive, also das Philosophische eher und dann das praktische Disziplin. Wenn ich mir wirklich jeden Abend mir bewusst mache, habe ich heute geklagt? Habe ich heute gedacht, ich muss da wieder raus oder wenn ich schon Tennis spiele, dieses blöde Wetter, dann sage ich, ja, ich habe geklagt. Und dann mache ich 3, 2, 1, also so eine Art Einschätzung. Also ich habe heute geklagt, aber ich habe gemerkt, dass ich geklagt habe. Dann gebe ich mir eine 3. Also ich habe mir vorgenommen, den anderen nicht zu bevormunden, nicht rechthaberisch zu sein, aber ich habe heute zu meiner Frau gesagt, ach Quatsch. Ja, das war rechthaberisch, dann mache ich mir abends, ja, das werde ich morgen nicht machen. Und wenn ich das wochenlang tue, dass ich mich immer darauf konzentriere, nur auf eine Sache. Ich fange sogar an mit, überlegen Sie mal, was ist das Leichtere, so klagen, also gegen das Leben, über andere, über sich. Und dann sagt er, naja, vielleicht kann ich mal aufhören, übers Leben zu klagen. Ich sage ja nicht mehr blödes Wetter oder Katastrophe oder Problem, sondern ich sage immer ungünstig aus meiner Sicht oder ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann macht er das 4 Wochen und dann sagt er sich so, was ist jetzt? Naja, ich glaube, ich läster wahnsinnig viel über andere. Also ich glaube, ich sage 20 Mal, wie blöd der ausschaut und wie doof das ist. Vielleicht sage ich aber nur 10 Mal, wie blöd ich bin, dann fange ich mal an. Zweitens, ich klage nicht mehr über mich. Also du müsstest zum Beispiel dann dir nicht mehr vorwerfen, dass du so schnell dich entscheidest und impulsiv bist, sondern bei mir würdest du lernen zu sagen, ich bin ein Begnadeter. Ich bin besonders begabt, was kaum noch Leute haben. Ich bin lebendig und ich höre auf meine Stimme und ich bin fürsorglich mit mir und ich tue mir das nicht an, mich schlecht zu fühlen. Und deshalb bin ich so froh darüber, dass ich so spontan reagiere. Ich habe wohl jetzt in Köln ein bisschen weniger Geld, aber ich fühle mich wahnsinnig wohl. Ja? Und in dem Augenblick, wo du von mir natürlich auch von dem alten, weisen Mann die Erlaubnis hast, dass du froh sein kannst, dass du noch lebst und dass du dich noch spürst und dass du auf deinen Impuls hörst, dann würdest du ja dich nicht mehr irgendwo herunterdrücken mit, oh Gott, und die anderen, die sind da so vernünftig und die schreiben sich alles auf und ich bin so wie so ein Kind, macht mir keinen Spaß. Und dann gehe ich weg, also bin ich denn eigentlich erwachsen? Ein Erwachsener hält doch durch. Ich sage, Gott sei Dank bist du einer, der noch spürt, was dich quält. Und mach nur so weiter. Und du siehst ja, es läuft. Ja, also in dem Sinne bin ich eher drauf, Menschen nicht so pädagogisch zu sagen, so geht's nicht weiter. Darum bin ich ja auch, das klingt sehr komisch, weil ich bin ja Psychologe, aber ich bin, gerade wenn ich so, ja, in den letzten Jahren wird mir es immer klarer, dass die Psychologie nicht so der beste Lebensberater ist.
mir ist die Psychologie zu pädagogisch. Mhm. Und was schaust du und was tust du? Oh, ja, ja, oh, lalalala, das ist, oh, nee. Das ist wie in der Schule. Die Psychologie ist mir zu kleinkariert. Freud so, ja, also das und so. Ich erwische dich schon. Oh Gott, oh, das ist nicht gut und so. Oh, da hast du aber ein Defizit. Oh, da musst du aber arbeiten. Ich arbeite an mir. Ja, wenn du einen Retreat gemacht hast, ja, ich will arbeiten. Nein, also wenn das schon mit Arbeit losgeht. Also ich finde, dass die Philosophie der größere Lebensberater ist, das große Karo, die Lebensbejahung, für das Leben sein, das Wunder des Lebens zu sehen. Das Leben gibt mir Trainingsaufgaben. Ich bin auf dieser Welt, das ist der Sinn meines Lebens, habe ich mir selber ausgedacht. Ich glaube nicht, dass das Leben einen Sinn hat. Aber ich kann mir den Sinn erschaffen, weil ich göttlich bin. Und ich erschaffe mir den Sinn, dass ich mich an den Situationen des Lebens entwickle. Das ist mein Sinn. Also ich habe vor kurzem einen gesagt, der immer sagte, ja, ich habe so einen Guru und der sagt mir meinen Sinn, sage ich, na, überleg dir mal. Also ich habe so die Idee, wenn mir einer sagt, Jens, der Lebenssinn ist folgender, lebe den, dann frage dich, was will er von mir? Was will der von mir, der mir seinen Sinn verkauft? Will er meine Kohle? Will er in den Himmel kommen? Sei vorsichtig, wenn dir irgendeiner sagt, was der Sinn des Lebens ist. Ein Freund hat mir mal gesagt, und da bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich fand das sehr schön, was er gesagt hat. Der Sinn des Lebens ist, das Leben in seiner gesamten Farbpalette zu erleben und zu spüren. Ja. Die schönen Seiten, Ja. die Schattenseiten, so alles. Ja. Und ich glaube, wenn du dazu in der Lage bist, Ja. dann hast du gelebt. Ja, die Lebendigkeit. Ja, es gibt so eine Geschichte, glaube ich, so aus dem Morgenland irgendwie, so dass man sagt, also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der Opa sagt zu seinem Enkel, also du musst eben den guten Wolf füttern. Also nicht den bösen Wolf in dir, der so gierig ist. Ja, da gibt es so. dieser schwarze und der weiße Genau, Wolf, ne? Nicht? Und fütter den weißen Wolf. Ja. Und dann sage ich, ja, das ist okay, aber musst dem auch nicht glauben. Es ist wichtig, beide Wölfe zu sehen. Weil die Polarität des Lebens ist immer Minus und Plus. Ja. Und in dem Augenblick, wo ich nur Plus bin, also ich sehe das ja bei denen, die so katholisch sind und immer Plus sein wollen. Also die sind wahnsinnig Minus. Weil sie alles verdrängen, was bäh ist, Sexualität, und wollen immer nur Plus sein und werden immer negativer, werden immer heuchlerischer. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, das Leben ist zwischen Minus und Plus. So eine Dualität. Ja, ne? es ist ganz klar, es ist die Dualität. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter. Und das meine ich ja mit Lebensbejahung. Ja. Dass es ja nicht böse und schön gibt, da habe ich ja vorhin gesagt, ich denke böse. Es gibt nur Schwingung, es gibt nur Situation. Ja, und es gibt nur das Leben. Und in dem Augenblick, wo ich jetzt nur gut denke, ist es gefährlich. Ich müsste eben das Leben an sich bejahen. Und in dem Augenblick, wo ich für diese Fülle bin und dann an mir bewusst werde, was ich mit meinem Leben mache und dass ich das Leben bejahe, da wiederhole ich mich jetzt, dann komme ich in Friedenheit, was ja nicht heißt, also wenn ich immer sage, ich coache auf gehobene Gestimmtheit, was ja an sich nur Lebensbejahung ist, dann sagen Leute, ja, aber Korsen, ich kann doch nicht immer gute Laune haben, sage ich, das habe ich doch nicht gesagt. Gute Laune ist doch was ganz anderes als gehobene Gestimmtheit. Gehobene Gestimmtheit ist ein Lebensgefühl. Also du kannst in gehobener Gestimmtheit sein und trotzdem schlechte Laune haben. Das ist was anderes. Du lebst, du bejahst das Leben und dann reagierst du in deinem Gehirn und so. Also gehobene Gestimmtheit heißt nicht gute Laune. Jens, wir folgen der Tradition am Ende des Podcasts. Und zwar stelle ich dir immer dieselbe Frage. Wenn du jetzt einen Satz an die Menschen rausschicken könntest, den sie alle lesen werden, welcher Satz wäre das? Das ist noch nicht mal ein Satz. Das ist an sich nur 3 Worte. Hör auf zu jammern. Hör auf, dich zu beschweren über das Leben, sondern bejahe, dass du stirbst
und dass alles fließt und dass alles kommt und geht und bejahe das Leben und gebe dein Bestes. Und du kannst dein Bestes geben, wenn du dich entschieden hast, ein Selbstentwickler zu sein und nicht darauf zu warten, dass sich was ändert, sondern dass du dein Erleben bestimmst. Jens, wo können die Menschen dich finden? Wenn mich einer wirklich finden will, dann wird er mich ja finden. Dann habe ich keine Visitenkarten mehr. Jens-Korsen.de, also ganz einfach, ne? Jens-Korsen.de, da habe ich eine Website und dann kann man auch so ein paar Filmchen sehen und was ich mache und die Bücher, die ich geschrieben habe. So kann man sich über mich erkundigen und vielleicht inspiriert es ein Selbstentwickler zu sein. Das, was die meisten Leute erfreut und auch weiterbringt, ist, ich sage ja immer noch CD, aber heute wird es ja runtergeladen, das ist so meine CD als Selbstentwickler zu privaten und beruflichem Erfolg. Da ist mir wirklich was Gutes gelungen. Ja? Also das sage ich nur deshalb, weil es 20 Jahre alt ist und immer noch gekauft wird und weiterempfohlen wird, weil ich da 4 Stunden, glaube ich, recht unterhaltsam und auch die Geschichten erzähle, dass einem das so reingeht, dass es sich rechnet, das Leben zu bejahen und sich am Leben zu entwickeln. Die Links zu Jens findet ihr in der Beschreibung. Jens, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht die Leute etwas überfrachtet habe. Ja, vielleicht kannst du ein bisschen was rausschneiden. Das mache ich nicht jetzt. Das ist so die Fülle und das ist so sehr komplex, das hängt so alles zusammen und es kann sein, dass es etwas zu viel ist, aber die Leute können sich das ja 10-mal anhören, dann verstehen sie das. Richtig. Ich werde es so stehen lassen. Das ist ein One-Take und ich fand es sehr, sehr bereichernd. Danke, Jens. Okay, bitteschön. Hast mich auch gut gefragt und hast mich lange reden lassen. Dafür bin ich bekannt. Ja, okay, danke schön. Danke.